Button. Und wenn alles gut funktioniert hat, dann sollten wir live sein auf YouTube. Ja, gucke mal. Wir sind live auf YouTube. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, da muss ich noch ein bisschen kurz warten, bis der Bot auch checkt, dass er jetzt da sein soll. Aber ja, wir sind back in business. 5.1 ist hier. Und ich bin gespannt. Denn heute kriege ich wahrscheinlich meinen ersten netten Charakter endlich mal. Denn ich bin gespannt, wie sie ist. Wir können sie garantiert holen. So wie ich auch mitbekomme und so, ist sie absolut broken als Support. Das ist, was ich mitbekomme, dass sie absolut broken als Support ist. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ich muss mal kurz testen, ob der Chat funktioniert. Hier klappt. Ah, perfekt. Auf YouTube ist der Bot dort. Was heißt, wenn ich jetzt auf YouTube Test sage, wird es angezeigt. Perfekt, gut. Dann ist nur wieder auf YouTube ein bisschen verzögert, aber das ist ja auf YouTube irgendwie immer so. Perfekt, dann läuft alles, dann passt alles. Das freut mich doch. Das ist sehr, sehr gut. Dann muss ich auch direkt bei Genshin starten, denn ich glaube, dass ich das Update noch nicht gab. Also ich glaube, ich habe ja vergessen, es zu entpacken. Ich glaube, ich habe vergessen, es zu entpacken. Warte mal. Ich hatte das Pre-Update nämlich schon gemacht, aber ich verkacke manchmal das. Ja, ich muss aktualisieren. Dann hoffe ich mal, dass der Stream jetzt nicht abstürzt. Oh Gott, oh Gott. Aber es ist nicht viel, es ist nicht viel. Es sind nur irgendwie 10% oder so, die es braucht. Was sagen, das ist gleich schon fertig gut. Ich hoffe einfach, die ganzen Streams halten aus. Weil ein Spiel quasi ein Update fertig machen und gleichzeitig auf 2 Plattformen streamen ist schon ein bisschen aufwendig, würde ich mal sagen. Von daher müssen wir mal schauen, dass alles am Leben bleibt. Aber mit YouTube habe ich nicht Angst. Mehr Angst habe ich auf Twitch, weil Twitch ist meist die Plattform, die aus irgendeinem Grund immer abstürzt. Weil seit wir 2 Plattformen streamen, ist höchstens mal Twitch abgestürzt, aber irgendwie noch nie. Hier, YouTube. Aber okay, wir sind bei 95%, 96, 97, 98, 99, 100. Oh Gott, jetzt muss ich nochmal was machen. Ich hoffe, das geht schnell. Ja, das geht schnell. Ja, ich zeige euch aber den Progress auch mal hier. Ja. So lang noch, dann ist es. Dann haben wir es. Ich habe auch gesehen, die nächsten 2 Kälte wurden angekündigt, und zwar sie hier und der Dude. Actually excited irgendwie. Ich weiß nicht, was sie können. Ich warte einfach mal auf League Gameplay. Das wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten 1, 2 Tagen ja kommen. Wenn nicht sogar heute schon. Bei ihm bin ich wieder enttäuscht, halt, dass es ein Forster ist. Ich weiß nicht, was es ist. Es sieht halt der Forster DPS aus und Forster DPS ist meist halt leider ein Whatever.
Nur sie finde ich cool. Ich weiß nicht, warum sie alle so haten. Zumindest vom Design her. Ich habe alles, was ich bekommen habe, ist, dass Leute die Ingame-Design nicht mögen. Aber ich finde, es sieht trotzdem cool aus. Ich bin halt gespannt, was es ist. Ich bin nur so verwirrt, warum hier so aussieht, als wäre sie halt Cryo, während sie Animal ist. Von den Farben her. Aber I don't know. Aber gut. Das einzig Nervige ist bei dem Banner auch jetzt, wo wir wahrscheinlich dann pullen werden. Wir werden ziemlich wahrscheinlich hier pullen. Weil ich Lonen? Ich hoffe, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Wir werden es in der Story Quest heute lernen. Wir werden nämlich heute den ersten Akt von den zwei, die wir jetzt haben, auch spielen dann. Es ist nur scheiße, dass die Forsters leider ziemlich arsch sind. Also wirklich, Forster-technisch ist das Banner halt wirklich diesmal richtig ass. Also richtig ass. Aber naja. Ist wie es ist. Jetzt wird erstmal gleich hier das Spiel aktualisiert sein. Perfekto. Perfekto. So. Also, das struggelt noch. Ich will euch nicht die Flashbang geben. Ich chill mal kurz. So. Jetzt noch die paar MB. Und dann geht's los. Ich habe leider ein bisschen verkackt für sie zur Pre-Farm. Ich weiß nicht, wie hoch wir sie halt bekommen. Aber ich hatte das Gefühl, wenn wir schon Level 70 bekommen mit ein paar Sets und so. Also wir müssen uns auf jeden Fall, nachdem wir sie gepult haben, den Guide auch angucken. Weil ich leider wirklich nicht so krass geprefarmt habe. Ich habe ein bisschen was geprefarmt, aber ich weiß nicht, wie viel das ist und wie das halt reicht. Besonders Artefakttechnik habe ich keine Ahnung, was ihr braucht. Ich meine, ich schätze mal das Support-Set von den 2 Sets. Und davon habe ich eigentlich viel. Weil als ich für Kinech gefarmt hatte, habe ich super viel von dem anderen Set bekommen. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall mal schauen, was wir haben. Nervig wird nur sein, dass wir den Boss, glaube ich, farmen müssen. Der dann mit dem Update kam. Gucke ich nicht gerade aus, wenn ich das mache? Okay, jetzt soll ich eigentlich geradeaus gucken, glaube ich. Hoffe ich. Oh, ich bin dumm. Ich bin dumm. Oh mein Gott, ich bin wirklich dumm. Egal, naja, dann ist es wie es ist. Dann ist es wie es ist. Erstmal gibt mir die. Let's go. Ich frage, was ist los? Könnt ihr euch erinnern, dass wir so ganz cool einen Standardbanner fast aussehen konnten? Boah, den habe ich jetzt nicht ausgewählt. Aber to be fair, ich habe halt jeden. Ich spiele eigentlich keinen Standard-Five, sondern ich habe halt jeden. Und die Entscheidung war halt echt Arsch und ich wusste nicht, was ich nehmen soll. Jetzt habe ich es vergessen. Jetzt habe ich ihn wirklich nicht gepickt. Ist schon ein bisschen scheiße. Hier ist sie auch. Ja. Aber egal. Egal. Ne, hier ist der neue Boss. Das ist, was sie braucht. Keine Cutscene. Oh, damn. Keine Cutscene beim Pass. Oh ja, Echo hat sich aktualisiert. Ja, ich hab mir schon dieses Ding auch gleich. What the fuck, warte mal. Hinder. Ich habe 2 Schlüssel, wie es aussieht, oder? Wartet.
Ich habe 2 Schlüssel. Ja, her damit. Holen wir uns gleich Jonglies. Wo ist der Gute? Da. Ah, stimmt, ich muss die Herausforderung machen. Ich muss die Jonglier-Herausforderung machen. Warum ist nicht Ausrufezeichen? Kann ich sie nicht benutzen. Warte mal, Chat. Okay, das ist jetzt wichtig. Wir machen erstmal die Jonglier-Herausforderung. Wir machen erstmal die Jonglier-Herausforderung. Weil wenn wir die haben, dann haben wir sein Echo. Ach, das ist diese Sachen. Oh. Warte, muss ich dann so schnell machen? Ah, nee, ich verstehe. Ich muss erstmal jetzt 10 Minuten warten, weil ich muss ihn hier hin machen. Und dann... Zack. Was? Ah, Digga, hier hin. Oh, ja, nice. Nice. Ja, was war jetzt mit dem? Stell ich es nochmal hier hin. Was mache ich jetzt damit? Ich habe diese Rätsel seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Deswegen habe ich keine Ahnung, was ich zu tun habe. Ja, ich hab doch. Hä? Und jetzt? Ja, cool, danke dir, Spiel. Nee, fresh. Warte mal. Lass ich mal so machen. Dann lass mich so machen. Ja, das Ding ist ja cool und reicht nicht, um den Turm nochmal neu zu platzieren. Okay, gut, nee, perfekt. Absoluter Blödsinn, aber passt. Ach, groß. Ich versuche wirklich jetzt hier meine Jonglier-Skills zu testen. Ah, nee, komm, darauf habe ich jetzt richtig Bock. So, bist du Scheine? Oh, ach klar, ja, nee, mein Jonglier macht das auch immer gerne. Oh, wie viel Damage! Wie viel Damage! Oh mein Gott! Okay, gut, zack, bumm. Jetzt noch die 2 Kollegen. Ich bin gestorben. Wie ist das passiert? Mein Schild war da. Ich habe mein Schild gerade refreshed. Mein Schild war da. Mein Schild war da. Mein Schild war da. Mein Schild war da. Oh. Digga, wer macht denn eine Combat Challenge mit fucking Jonglier? Seid ihr irgendwie geistig minderentwickelt? Digga, ich habe einen Supportive Jonglier mit so kleines, mit so 10% Burst DPS in sich drin. Was wollt ihr von mir?
würde nur echt gerne wissen, gerade wie die fucking Rune Guides mich eigentlich umgebracht haben. Das ist eine Sache, die mich gerade sehr beschäftigt, weil ich hatte mein Schild on. Und dazu war mein Schild auch refreshed. Nee, Digga, das ist eine richtige Fun-Challenge, holy shit. Habt euch richtig was einfallen lassen. Jungs, bleibt doch mal stehen. Macht da einfach mal das nicht. Da steht... Oh, Bonuszeit. Oh Gott, warte mal, ich muss das in der Zeit schaffen. Auch noch dazu. Ach, die Steine sind Bonuszeit. Jetzt habe ich das alles überhaupt mal. Ja, nee, danke dir, Spiel. Perfekt. Nee, ich liebe das auch, wenn wir unbedingt noch eine Animation laufen lassen müssen. Das ist... Digga, also das ist die dümmste Challenge jemals. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Wer bei HIER hat gedacht, dass das hier geil ist? Dass das hier die Peak schon fucking Challenge ist? Oh mein Gott! Feuert die Person! Das ist ja die schlimmste Scheiße jemals! Es ist so anstrengend! Ich sterbe ich. Leute, man spielt Jongleur nicht solo. Es gibt kein Jongleur solo. Jeder, der nicht solo spielt, ist behindert. Hallo? Also ich flippe hier aus. Es kann doch nicht sein, dass das Update so startet. Mein Gott, wie konnte meine Jongleur-Challenge so verscheißen? Leute, ihr habt keine Jog-Funktion in eurem Fick-Game. Habt ihr das noch nicht begriffen oder so? Ich muss hier stehen und die schlagen. Es läuft auf fucking Zeit. Digga, die machen so viel Schaden! Es ist so dumm! Warum machen die so viel Schaden? Digga, wenn ich einmal mein Schild verliere, dann war's das. Wie dumm, was eine dumme Challenge. Kriege ich auch meine Zeit, meine Bonuszeit, oder sagen wir jetzt einfach nur? Ich bin tot. Ich darf meine Ability nicht nutzen. Jetzt kriege ich die Dinger nicht, ich muss es für die Ärzte nutzen. Warum mache ich die Steine kaputt? Das reicht ja nicht. Das ist nicht Zeit, das ist nicht nur Zeit, das ist nicht so möglich. Ist möglich. Wie soll das möglich sein? Wie soll ich Enemies killen mit physischer Resistance, wenn ich keinen anderen Angriff habe, außer einen physischen Angriff, abseits von der Ult und der E, die auf einem 10 Jahre Cooldown sind? Die Ärzte an der Seite geben mir keine extra Zeit anscheinend, sondern gekillte Enemies. Wie zum Flying Fuck soll das möglich sein? Du musst ja perfekt spielen. Dog, ich will einen Echo haben zum Sprinten. Den Deko-Teil. Ich hatte jetzt nicht vor, 10 Jahre lang im Stream hier nur diese scheiß Challenge zu machen. Ja, wofür mache ich denn nur die Steine kaputt? Das raff ich halt nicht. Wofür sind die denn? Ich mache doch auch so hier arsch viel Schaden mit den Explosionen. Mein Schild ist hier nicht weg. Mein Schild ist hier weg, meine ich. Wo ist mein Schild hin? Warum ist mein Schild weg? Was zum Fixen das für Ungetüme, dass die so viel Damage machen?
Meine Fresse, geschafft. Oh mein Gott, also das war ja die schlimmste Pisse jemals. Holy. Aber wirklich, wenn ihnen halt nichts einfällt bei den Keltern, sollten sie vielleicht erstmal, I don't know, Charakter nehmen, wo es actually Sinn macht, so eine Challenge zu machen, wie so ein Kasua oder so. Nur so eine Idee. Ist ja nicht so, als hätte fast jeder wahrscheinlich Kasua in dem Game. Aber gut. Müssen die wissen. I don't know. Weil ich keine Ahnung habe, welchem Clan sie angehört. Und ich das Gefühl habe, es gibt auch einfach keinen, wo sie angehört. Oder zumindest die Areas sind nicht da. Packen wir uns einfach random in die Welt. Wir machen jetzt das Video. Wir haben schon wieder genug Zeit verschwendet. Durch diese dumme Kacke. Also das war ja wirklich eine richtige Arsch-Challenge, Holy shit. Aber dann, let's go. Hey YouTube, na was geht ab? 5.1 ist endlich hier und damit diesmal nicht so viel, wir haben ja in der Definition gesehen, so viel ist nicht da, aber, und darauf freue ich mich am meisten, wir haben endlich einen neuen Charakter, der mich sehr anspricht, und zwar sie hier. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Es tut mir wirklich leid, falls ich ihn richtig ausspreche, dann werde ich wahrscheinlich jetzt das Video über erstmal sagen sie. Oder das Tiger Girl oder sowas. Ich spiele noch die Quest, da wird noch der Name ein paar Mal fallen, damit werde ich den Namen lernen. Aber ja, sie ist jetzt erstmal hier. Seit ich sie im Trailer gesehen habe, schon bevor 5.0 war, in dem Trailer halt für NetEnt, war ich schon excited für sie und wollte sie haben. Und sie ist jetzt hier und deswegen werden wir sie auch gleich mal ausprobieren. Denn so wie ich höre, soll sie unfassbar broken sein als Support. Und das wäre awesome, denn ich habe jetzt sehr viele DPS in letzter Zeit wieder gepult. Von daher, einen richtig starken Support mal wieder zu bekommen, wäre extremst geil. Deswegen fangen wir einfach mal mit dem Sternangriff an. Sind einfach nur 3 Schwerthiebe, nichts Atemberaubendes. Ist ganz normal wie bei jedem anderen Schwertuser auch. Scaled auf Verteidigung. Aber hier wird schon ein bisschen anders und da muss ich kurz nochmal durchlesen. Okay, die kleine Sache, die hier noch dran steht, ist, wenn ich es richtig verstanden habe, basically einfach nur, wenn sie in diesem Nachtseelen-Segen-State ist, wie die NetEnt-Charakter halt haben, wenn sie da drin ist, macht sie halt einfach mit ihrem Sternangriff. Sie kann dann keine aufgeladenen Angriffe machen, aber sie kann mit ihrem Sternangriff einfach ein bisschen schlagen und macht dann halt Geo-Schaden, Scale auf ihre Verteidigung und das kann nicht überschrieben werden. Aber gut, kommen wir erstmal wieder zu dem Buch, was ihr Skill ist. Blablabla, eine nächste Rollstufe für Geschwindigkeit. Besitzt 3 Stapeln, die je nach Typ der. Oh mein Gott. Die anderen Truppmitglieder kann man mal nachweisen können und die bei Aktion. Mhm.
aktivieren, sind wir entsprechenden Elementwiderstand. Oder Effekte derselben Element können nicht gestapelt werden. Okay. Ja, wirklich, was sind diese dummen Charakter aus Netland? So ein scheiß Buch. Es ist so anstrengend. Klingenmodus, Bewegungsgeschwindigkeit, bla bla bla. Zustand Nachtsehen, bla bla bla. Folgende Einschränkungen, Zustand Nachtsehen, Zeitlimit. Okay. Also, und ich kann euch wirklich nicht sagen, ob ich es richtig verstanden habe. Ich bin euch ehrlich, langsam fuckt mich echt ab, dass jeder Netland-Charakter hier ein fucking Buch haben muss. Halt, holy shit, ist das. Das lese ich hier. Aber ich fasse es einfach ein bisschen sagen, wie ich es verstanden habe. Wir haben es auch schon im Deathlight-Stream gesehen. Ich meine, wie immer, ne, ich bin kein Guide für euch. Das ist hier ein Video, wo wir zusammen uns einfach den Charakter angucken. Ihr seht meine erste Meinung zum Charakter. Ich werde mir sowieso wahrscheinlich auch noch einen Guide für sie angucken. Aber ja, wenn sie einen Skill macht, dann halt fährt sie halt immer den Rollstuhl rum und allem. Hat da irgend so eine Leiste, die sich sammelt, geht halt auch in den Nachtsägen-Modus. In der Leiste sind so 3 Punkte, das ist so ein Stapel von irgendetwas. Das kann ein Stapel, also es ist standardmäßig sind es 3 Stapel von Geo-Element, aber es kann halt auch Pyro, Hydrocar und Elektro werden, je nachdem, was für Teammates man im Team hat. Und ich glaube, wenn der Nachtseelen-Modus da komplett voll ist, aktiviert sie diese Stapel und für jeden Stapel wird entsprechend von dem Element alle Gegner, die da drin sind oder davon getroffen werden, der Widerstand reduziert für das Element. AK einfach, sie macht, ich weiß nicht, wie jetzt hier das Scaling ist, es sind 30%, also sie ist einfach insane, wenn es umgeht, Elementar Resistance zu shredden. Also sie ist da unfassbar krank drin. Ne? Und währenddessen halt, ja, kann sie mit ihr Rollstuhl rumfahren, macht Schaden, bla 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 bla. Wir werden es auch in Aktion sehen. Es ist ein bisschen sehr viel. Deswegen komme ich auch einfach mal zu Ult. Okay, ja, bei denen eher Verteidigung, Geo-Flächenschaden, was? Egal. Effekte, Grundlagen, was war das? Leben wiederherstellt. Okay. Wenn ich das richtig verstehe, weil das ist glaube ich nicht so kompliziert, ihr zündet die Ult, sie macht einmal Geo-Flächenschaden, alles natürlich immer scalend auf ihre Defense. Und wenn die samplen halt, also diese Stacks, von wir eben gesprochen haben, dies, wo sie, ne, sie hat 3 Stück, also sie kann 3 Stück haben. Wenn sie weniger als 2 hat, macht einfach ihre Ult in gewissen Abständen einfach Geo-Flächenschaden, natürlich basiert auf ihrer Defense. Und wenn sie 2 oder mehr von den Samples hat, dann wird ihre Ult immer wieder in gewissen Abständen Leben basiert auf ihre Verteidigung wiederherstellen. Das ist halt super cracked. Sie ist halt basically jemand, der fucking healen kann, Schaden machen kann, weil ich glaube, soweit ich gesehen habe, ihr Schaden ist nicht mal bad. Sie kann Schaden machen, healen und Resistance Shred bei Gegnern machen. Und das ist nur das, was wir jetzt hier gelesen haben. Ich weiß nicht, was jetzt in den Passive hier steht. Halt, das ist so unglaublich cracked. Aber wir fangen deswegen auch direkt mit dem ersten Passive an. Schön Nachtsehne. Okay, hier ist wieder so ein Teil mit den Samples, wo es wieder geht, wie viel sie hat. Hier ist wieder das Ding, wenn sie weniger als 2 hat, macht sie mit dem Angriff und Schaden aus dem Fall 30% mehr Schaden mit ihren Sachen, mit dem Angriff. Und wenn sie 2 Stapel oder mehr hat, dann macht sie einfach mit jedem Angriff, weil die Abklingzeit ist 0,1 Sekunden, deswegen einfach mit jedem Angriff, kriegt sie einfach sehr viel mehr Nachtseelenpunkte, die man natürlich vollhauen möchte, damit eben man schnell diese 3 Stacks da voll kriegt.
Aber ja, kommen wir mal zum nächsten Passive. Wenn der Zustand nach dem Spiel 18 Punkte im höchsten Wert erreicht. Digga, holy shit. Okay, hier wieder, und das muss ich auch noch mal kurz sagen für das andere Passive von hier eben. Natürlich, die zwei Passives jetzt hier gehen nur, wenn sie in dem Nachtseelen-Segen-Status, also Zustand ist. Wenn ich es jetzt hier checke, macht das einfach nur, wenn ihr Nachtseelen halt maxed ist und sie die Max-Punkte davon hat, dann wird der Effekt ausgelöst von den Sachen, die sie da hat, glaube ich. Und das entspricht im Nachtseelenausbruch, entspricht 14 Sekunden, keine Ahnung, ihre Defense wird dann irgendwie 15 Sekunden lang um 20% erhöht, wenn irgendein Teammitglied Nachtseelenaufbruch auslöst. Das Problem ist, was das sein soll, weiß ich halt nicht. Ich habe bis jetzt noch nicht verstanden, was das sein soll, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich halt einfach noch nicht einen einzigen Netland-Charakter habe, außer halt den Enforcer, aber den spiele ich nicht. Deswegen habe ich keine Ahnung, was das hier bedeutet. Oh ja, kommen wir mal zum nächsten Pass. Holy shit. Und sofort aufbauen, wenn wir das halt was. Was? Was? Das check ich nicht. Das check ich nicht. Okay, das Passive raff ich nicht. Das Passive raff ich nicht. Also ich glaube, es geht einfach nur um das Erkunden, dass sie halt, ne, dieses Polygoston, keine Ahnung, Digga, ich glaube, das klingt alles auf Deutsch echt Arsch. Aber halt einfach diese rote Leiste, die man in Netland extra hat, einfach verbraucht beim Laufen oder so, wenn man klettert oder so. Und auch, glaube ich, ihr Nachtsehen dafür nutzt, um es zu verbrauchen. Halt einfach, das ist einfach dieses Travel-Ding, was wir gesehen haben. Sie kann an Wänden hoch, sie kann an Wänden stehen bleiben, sie kann einfach solo skaten. Ich glaube zumindest, das ist damit gemeint. Ähm, und dann beim letzten Pass, da steht beim Auslösen der Nachtsehen über 315 Punkte, Polyg ist da wieder her, keine Ahnung. Es ist wieder ein ganzes Buch, so wie jeder Netland kennt, deswegen habe ich natürlich auch wieder nur 50% oder so, wenn überhaupt, verstanden. Aber ja, wie gesagt, unser erster Eindruck, ich werde mir sowieso noch einen Guide dazu angucken, aber ich würde sagen, wir starten die ganze Kiste hier einfach mal. Damit wir auch noch zum Pullen kommen können, denn das geht hier schon ganz lange wieder. Und das hier ist halt fucking cool, halt, ich bitte euch. Digga, das ist Peak Traveling. Halt, oh mein Gott, sie kann das. Ja, und einfach die Wand hoch. Kann sie hier sprinten? Nee. Halt, das ist so cool. Oh mein Gott. Sie kann sogar zum Tiger werden. Wenn sie an der Wand ist. Guckt euch das bitte mal an, wie schnell wir sind. Und solange sie dieses Polygonkram hat, also die rote Leiste, behält sie das auch. Wir müssen mal hier kurz mal die Leute hier umbringen. Ich zünde doch mal alles. Ich zünde jetzt einfach mal alles. Hoffe, dass sie nicht schon drauf gehen. Was wahrscheinlich passiert. Die Ult ist verdammt cool. Und er ist tot. Keine Ahnung. Wir gehen einfach mal weiter. Wir sehen das jetzt hier. Okay, wir haben es kurz gesehen. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Und zwar, da waren zwei rote Punkte und ein blauer Punkt. Und das sind zweimal Pyro und einmal Hydro gewesen. Das ist auch dann sehr cool. Ich hoffe, jetzt hier ist der letzte Fight kam. Warum ist da unten nämlich so eine Markierung? So. Ich töne dann ihre Ult. So, wir sehen hier ihre Points. Jetzt ist es ausgelöst worden, glaube ich. Hier war so eine Schockwelle. Und ich glaube, deren Resistance ist jetzt geschreddet. Die nehmen jetzt mehr Damage. Ich finde es schade, dass man halt in Genshin so unfassbar schwierig sehen kann, ob ein Effekt den Gegner jetzt eben betrifft oder nicht. Das ist ein bisschen Arsch.
Aber naja, das ist ja eigentlich mittlerweile schon immer so. Ich sollte jetzt auch hier switchen können, glaube ich. Einfach. Also ich weiß es nicht genau. Ich muss auf jeden Fall noch checken, wie der Playstyle funktioniert. Ich habe keinen blassen Schimmer. Bin ich euch ganz ehrlich. Ah, okay. Ich hätte nicht wieder auf die E drücken sollen. Da sind halt so viele fucking Tasten dann. Meine Damage ist jetzt nicht wirklich krass. Warum ist da unten was markiert? Sind da unten Enemies? Ich glaube, ich muss da unten wegen Enemies. Aber das hier ist halt super cool. Das hier ist halt super, super cool mit dem Bewegen auch. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie halt die Ausdauer nicht nutzt. Also halt, ne, dass sie halt ihre Leiste dort nutzt und dann daraufhin die Leiste aus Net Lust, aber nicht die Ausdauer von dem Game. Denn ich bin euch ehrlich, das ist einfach dann, die wollen ja einfach halt eine Pay-to-Win-Sache machen für nur Netland, was mich ein bisschen nervt. Bin ich euch ehrlich. Ach Digga, ich checke mal nicht, in welchem Zustand sie ist. Man sieht so schwer, finde ich, aber egal. Wir haben es geschafft, sie ist cool, ich will sie haben. Das passt mir auch so. Ja, halt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich finde es ein bisschen nervig, dass sie die Ausdauer nicht nutzt, weil ich habe eine Ausdauerleiste, nutze diese. Ich bitte dich, weil dann wäre sie auch richtig, richtig awesome noch fürs Travel in anderen Regionen, die nicht netted sind. Aber naja, was soll man machen? Genug ist aber genug. Wir haben hier sehr viel Dialog wieder gehabt wahrscheinlich. Deswegen, ich bin garantiert, der nächste Feister wird sie sein. Der habe ich verkackt. Ich bin ein in. Von daher fangen wir direkt an mit dem ersten Temple. Leute. Warte mal. Das war's. Das ist sie. Das ist sie, wait, what? Ja, wir haben sie. Das ging ein bisschen schnell. Das war jetzt ein Ten-Pull back-to-back. Ich habe noch unfassbar viel übrig. Gehe ich jetzt noch auf irgendwas crazy? Das Ding ist, ihre Waffe ist halt nur für sie, glaube ich, gut. Sonst ist die Waffe halt super Arsch. Nee, ich glaube, ich gehe auf keine Weapon. Ich glaube, ich chill einfach. Dann habe ich fürs nächste Update wieder was. Ja, okay, holy shit. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich weiß natürlich nicht, wie gut sie halt ein Mate für sie ist, aber halt. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe jetzt noch einen Free Pull. Ich habe hier noch ein. Ich habe 92 Pulls noch ready to go. Also ich hätte easy noch weit hochgehen können, aber hey. Ein 10 Pull, nachdem wir verkackt haben. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Wir haben sie. Ja, gut. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass die Pull-Session so schnell abgegessen ist. Also da war ich ziemlich lucky, muss ich sagen. Aber beschwere ich mich actually nicht, denn da habe ich Puls fürs nächste Update. Denn da wurden ja auch schon die nächsten Charakter angekündigt. Und die finde ich, sehen designtechnisch sehr interessant aus. Gameplay-wise und Character-wise muss ich gucken, wie sie sind. Aber gut. Schreibt mir doch gerne auch mal eure Meinung zu ihr in die Kommentare. Ich bin euch ehrlich, ich bin super glücklich, dass ich sie jetzt habe, weil ich habe sie so schnell bekommen, von daher ist auch gar kein Problem. Aber ja, schaut es in die Kommentare, lasst auch gerne ein Like und Abo da, würde mich mega, mega freuen. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ja, dann würde ich sagen, damit, ciao. Digga, holy shit, Leute. Das ging ja unfassbar schnell. Das ging ja unfassbar schnell. Wir haben ein Tempo gebraucht. Ja, wir haben ein Tempo gebraucht. What the fuck? Ich meine, ich war garantiert. Aber dass ich, nachdem ich verkackt habe, nur ein Tempo brauche, während ich bei einem P. Ich war ein in. Holy shit. Yo, was geht? Gib mir den Pull. Habe ich überhaupt Puls hier? Ne, komm, machen wir noch wieder einen Pull. Alright, dann müssen wir uns jetzt, also bevor wir jetzt mit der Story beginnen, müssen wir uns jetzt erstmal einen Guide reinziehen. Denn ich bin euch ehrlich, ich habe die Hälfte nicht verstanden von ihrem Kit. Ich verstehe, dass sie Defense Strat hatten, alles, und dass sie hielten, das checke ich alles. Aber ich habe keine Ahnung, wie man sie bildet. Und ich habe keine Ahnung, wie eine gute Rotation mit ihr ist.
Weil ich will sie eigentlich in das Team hier, was ich habe, packen. Statt Jonglier oder Yellen. Ich überlege, Jonglierer auszupacken. Weil ich glaube, ich kann auf das Schild verzichten, wenn ich dann 2 Healer im Team habe. Weil Bennett healt und sie healt ja auch. Ich glaube, wenn ich 2 Healer im Team habe und der eine noch meine Attack boostet. Wobei, ich könnte auch Bennett... Ne, ich brauche Bennett für Alecino. Aber ich habe dann einen, der richtig hart Defense shreddet und der andere, der Dingens macht. Also ich glaube, das passt schon. Bild. Ach, nicht du. Nicht die. Hey, wie wird sie geschrieben? Alone, so. Für DPS geht nur Mono Geo. Ich will aber... Wait, huh? Ich will aber kein DPS spielen. Achso, nee. Ich will sie schon als Support haben. Bild. So. Digga, 36 Minuten. Ist eigentlich scheißegal, Chat, denn wir gucken uns sowieso das Geld an. Denn das ist besser. Aber ich skippe mir ein bisschen durch, weil holy shit, das geht hier fucking 36 Minuten. Wir gucken uns jetzt die 36 Minuten an. Musik aus, damit hier richtig Sound ist. And welcome to my channel, I Win to Lose Gaming. Shilinen has come out and so has this guide video. Prepare yourself to learn everything you need to know about Shilinen in bitte hört alle auf. This ultimate guide for Shilinen. Ja, also den Part brauche ich. Gib mir einen Guide. Gib mir hier die Mechanics. Ich muss verstehen, wie der Charakter klappt. Now we've got no time for jokes because there's a lot of stuff to talk about. Yeah. Only time for math. As usual, this ultimate guide will include her kit, artifacts and stats, weapons, constellations, and teams for both her support and DPS builds. Really quick. Ich will sie als Support spielen. Ich will sie nicht als DPS. Ich will sie als Support haben, weil ich habe das Gefühl, DPS wäre eine übelste Verschwendung. Ich glaube, Support ist so viel besser einfach für die Defense Shred, weil ich habe meine... Wir brauchen keinen Sponsor. Shut up. Portion, not to toot my own horn, but the editing I did for the Constellation Zero showcase video describes her kit in great detail, very satisfactorily. So I'm just going to slap that here. Now, if you've already seen my Constellation Zero showcase video, feel free to skip to the sections that you need, because as usual, the video is timestamped for you to jump to the relevant sections. Shilinen's kit revolves around her using her skill to shred the enemy's resistances, and she provides a ton of other buffs. In order to understand her, we're going to start with her elemental skill, so let's take a look at the Constellation Zero Shilinen Showcase's explanation of it all. Let's talk about her skill, Yoho's Scratch. You'll see these colorful Doritos, aka source samplers, which are based on the elements of her party members. These source samplers can be the following elements: a Geo Zesty Cheese Dorito, a Pyro Spicy Nacho Dorito, an Electro Spicy Sweet Chili Dorito, a Cryo Cool Ranch Dorito, and a Hydro Soggy Dorito. Or as I'll just be calling these crystallizable Pyro, Electro, Cryo, and Hydro elements, the Petch elements for short, moving forward. These Doritos are activated when the Dorito is colored in, and when activated will shred the resistance of the activated elements of nearby enemies by 33% at talent level 9 or das ist halt crazy, und ich werde wahrscheinlich das Talent einfach crownen, also habe ich wahrscheinlich dann 36% at talent level 10. Multiple Doritos of the same flavor do not stack. Now, Geo Source samplers actually start off colored in and are always active while in Night Soul state. However, how do we color in the Petch elements? Why? By filling up her Night Soul points. This brings us to Support Shilinen, where if there are at least 2 Petch element characters in her party, this activates the first part of her passive, where she gains 35 Night Soul points per normal attack that hits the enemy. And since she starts at 45 out of 90 Night Soul points, a simple E, N1, N2 fills up her Night Soul points, which then ends her Night Soul state, and colors in the colors for the Petch Doritos, which means ich mach that E,
Ich mache 2 Standardangriffe. Nearby enemies now have their resistance. Wenn das dann so aussieht, ist es shred by up to 36% at Constellation 0. Und was mache ich dann? Of course, you can swap her off and they're still active. And you can see that these source samplers are active via this nifty beating around your on-field character. In this example, we can see that Guoba on his own is critting for 4,538 damage. Then, with the Cinder City's buff and Shilinen's 33% resistance shred, now Guoba is doing 7,157 damage. A very solid 57.71% increase to Guoba's damage. And if we include her signature weapon, Peak Patrol Song, which adds an additional 25.6% bonus damage to Guoba, now Guoba's Spicy Dorito Breath is doing 8,138 damage, or 79.3% more damage. And I know a lot of people will be very curious about this, so let's compare Shilinen to Kazuha. In the end, the damage buffs they provide are very similar to each other, with the gap closing even further. Ja, aber was ist, wenn wir beide einfach kombinieren in ein Team? If Shilinen's was ist, wenn wir Kazuha und sie in ein Team haben? Shilinen's buffs last for 15 seconds instead of Kazuha's usual 8 to 10 seconds. I'll yap a bit more about Kazuha versus Shilinen later on in this video, but just know that both of them are clearly incredible damage buffers and supports. But that's not all, because we still have her elemental burst. Ocelotlicu point. That's going to be the only time I say that in this video. Digga, 6000 Heal ist insane. Das ist fucking insane. Wenn ich das halt mit Bennett's Ult kombiniere, bin ich halt legit elemental burst deals an initial slam of damage plus 8 pulses of healing to the on-field character. Even with this Favonius build, which obviously isn't focused on healing, she's healing the on-field character for 6,000 HP per tick, scaling off of her defense stat for 8 ticks for a total of 48,000 HP. She can punch her DJ controller once every 15 seconds, with a 60 energy cost. And the party just keeps on going, because while in Drop the Beat support mode, Shilinen will trigger an additional Night Soul burst after she colors in her Doritos. This additional Night Soul burst is also independent of the team's Night Soul burst cooldown, and she can do this once every 14 seconds. This effectively leads to 1 free Night Soul burst roughly every single rotation, and a character like, for example, Milani will definitely appreciate the larger burst numbers. Oh, and Shilinen gets... Digga, also bisher raff ich einfach nur, drück E, haue Enemy so lang, bis die Dreiecke leuchten und diese Beats unter dir sind und dann 20% defense to boot when Night Soul Burst is triggered, because why the heck not? Support Shilinen will provide 36% resistance shred at talent level 10, 40% elemental damage from the Scroll of the Hero of Cinder City artifact set, 48,000-ish HP single target healing when she uses her burst, an additional Night Soul burst pretty much once per rotation, and if you have her signature weapon, another 25.6% halt, Bro, das ist fucking insane and additional bonus damage. That's a lot of buffs, and all for a relatively short field time. And because her burst is optional, a simple EN1-N2 only takes around 1.5 seconds. And with her as needed burst, it now takes 3.23 seconds. As you can see, this Ocelot sure do support a lot. That leads us to Drop the Beatdown DPS Shilinen. Drop the Beatdown Shilinen is fulfilled when there are 0 to 1 mage. Alright, now let's jump through some general info before moving on. Her skill generates 4 geoparticles on the initial rush hit. Although as usual with particles, more testing needs to be done. Her skill's 7-second cooldown begins after her E ends. The initial hit on her skill applies Geo, and N1 actually does apply Geo right after her skill, but usually it doesn't crystallize because of the 1-second crystallized cooldown. Dashing consumes Night Soul points around 3 times faster, and her resistance shred range isn't too big, but it's perfectly usable for most characters in most situations. It's also worth noting that for support Shilinen, there are no Animo, Dendro, or physical Doritos, meaning that Shilinen cannot resistance shred Animo, Dendro, and physical elements. Mein absolut verständlich auch, weil fucking Dendro hat sowieso schon genug Sachen und Animo auch. And if all that was really overwhelming, well, as a wise philosopher once said, support cat, E-N-N, Q if need healing, if angry. Was zum Geier ist N?
Cat. E N Q for Big Rock Pain. Before Shielding. Okay, also muss ich nur die Ult zünden für Heal? I mean, ja, wenn ich mal nachdenke, ja klar, die Ult healt eigentlich nur. Oder macht er halt mehr Damage, bis sie mehr Samplers hat, dann healt sie. Ja klar, gut, ja, dann heißt es immer E, zweimal Normal tested out a couple of combos with the support rotation, you know, doing significantly less with obviously a lot less field time as well. And jetzt gib mir Artefakte, ja, das ist nämlich wichtig. Ich muss jetzt Weapons und Artefakte noch wissen. Let's talk about Shielding's support builds, artifact, stats, and weapons. Now, fortunately for the artifact set, it is actually quite simple. I highly recommend just using the 4-piece Cinder City for pretty much 98% of the time, because this thing not only provides the, well, 40% elemental damage bonus for the entire team for basically 15 seconds, it also helps her with her energy management, providing her 6 extra elemental energy per Night Soul burst. And yes, this obviously includes her free Night Soul burst that she triggers after she uses her N1 and 2 on a support team. Now up next we have the 4-piece instructor set. This is one of the few other sets that I can, as I mentioned, to include with a reliably. So instead you can actually trigger a crystallize off the Cinder City, you can provide which who did some hero of Sever, hop on her little thing to pull in the crystallize, and if you're fast enough, depending on where the crystal shard is, like how far away it is, as well as your ping, you might be able to switch back onto Shielding to catch the Archaic Petra crystallize. But I personally prefer having Archaic Petra on Kachina instead, and having Shielding on the scroll of the hero of Cinder City. But there is that one tiny little use case scenario to keep in mind. Now for the support build, none of the other artifact sets are worth running in my opinion. Now up next, let's talk about Shielding's support weapons. The most obvious one is definitely the Favonius Sword. For most free-to-play players, I actually highly recommend the Favonius Sword because this thing will help mitigate energy issues across the entire team. Another free-to-play friendly weapon that support Shielding can use is the Flute of Espizal, which provides 2 primary benefits over the Favonius Sword. It heals a bit more and it does a bit more damage. But let's be completely honest, Shielding's damage contribution in a full team scenario when she is in support mode is going to be very, very minor. Instead, having the utility of the Favonius Sword is my personal recommendation. Now that being said, if you do need more healing as well as a bit more damage, the Flute of Espizal is a decent free-to-play friendly option. Now, needless to say, though, her own here, so we can see here some recommendations for the main stat pieces. In this case, for the Peak Patrol song, if you just want to start off with a super budget build, I recommend defense % timepiece, defense % goblet, and either healing bonus, defense, or crit rate on the circlet. Now, if you want it, and either also defense, und defense. Healing bonus, defense, or crit rate on the circlet. Now, if you want to maximize her damage, which she does a non-negligible amount of damage, I would say, with the Peak Patrol song at, you know, roughly this much damage, you can eventually try to build her with defense %, timepiece, a geo damage goblet, and finally, generally, a crit rate circlet in order to just squeeze out a little bit of extra damage on your Shielding. But generally speaking, it really doesn't matter that much. This should not really be your priority to squeeze out that damage. Perhaps that is a stretch long-term goal. Now for the Peak Patrol song, it is important to hit 3200 defense, and what that means is that all you actually need in the character stat page is 2865 defense, because she gains 20% defense from one of her passives, 1008 factoring in most of the time a crit circlet, although you can make an argument for a healing bonus circlet if you have a decent amount of crit substat rolls, because in certain teams where you need more healing, that means that Shielding will be hitting at least 4 times with E, N1, and 2, as well as Q, which is 4 hits. So that means if you have around like 50% crit rate, you have a pretty decent chance of still critting even with the, you know, without a crit circlet. Now up next we have the Flute of Espizal. You can see here that I did give it a lower rating than the early provision. Now Freedom Sword is a and well support mode. Find it in all these support setups that I can personally really buff
Okay, dann habe ich das jetzt verstanden. Das ist DPS-Kram, Constellations juckt. Ich will noch ganz kurz Teams gucken. Literally be nearly the entire game. So here are just a few teams to keep in mind when it comes to Shilinen. First, we have one of the more recent and more obvious teams. We have a Milani team where you are able to use Shilinen. Up next, we have a Monohydra Nuvalette team where the buff as you want to take the place of Kazuha. With Risley as the main DPS, you'll just want to. Oh, das ist aber wiederum schon geil, weil ich habe alle 3 Units. Oh, das ist schon geil, aber ich habe before you go into your double pyro teammates, thanks to Shilinen's long play because you're unable to crystallize pyro, and that means that you can either run instructors on Shilinen and provide Hu Tao the 100 piece, and always for and all her to finally crystallize. Perhaps a bit less popular, but you. Und genau das ist mein Team, aber hier habe ich dann Yellen, I guess. You can even use Klee in this slot as the main Pyro DPS, where you can actually run double Geo with Kachina and Shilinen. Boah, würde es Sinn machen, Kachina dafür zu bilden? Weil das Team sieht auch aus, als würde es gefährlich kommen. Where probably Kachina runs the Archaic Petra in this case in order to, well, obviously just provide a ton of Pyro damage buffs. Or character, for example, off-field Geo-Applicators. Ja, das wird schon passen. Man kann sie eigentlich gefühlt überall reinhauen, wo einfach diese Elemente drin sind, wo halt, ne, man kann sie halt einfach in die Teams hauen, sag ich mal, die Elemente haben, womit man auch diese Defense-Shirt machen kann, basically. Weil sie halt einfach ein großartiger Support ist. Gut. Dann habe ich das verstanden, dann passt das. Dann lass doch mal gucken. Weil Favonius Sword. Ich weiß nicht, was ist mit Sacrificial Sword? Mögen wir das nicht? Weil ich habe hier noch 5 Favonius Swords. Und ich glaube dann. Und ich habe hier auch noch 1. Ich glaube, ich mache einfach mal 1 auf Verfeuerungsgrad 5. Ich glaube, dann gebe ich hier das hier und mache einfach mal. Weil ich habe so viele Favonius Swords. Und ich habe auch noch welche, die gerade benutzt werden. Hier, komm. Dann habe ich jetzt mal Verfeuerungsgrad 5 Favonius Sword. Dann kriegt sie das. So, das passt erstmal. Weil ich habe hier noch 2 Dinge auf 90. Hier noch eins auf 80. Und hier habe ich immer noch 1. Dann gebe ich ihr 1 auf Max. Dann gebe ich ihr 1 auf Max. Dann ist das der Play hierfür. Und dann mache ich das halt später noch hoch. Und jetzt muss ich mal gucken. Könnte ich hier nicht nach Set filtern? Set. Filter mal danach. Filtern. Ich habe hier so viele fucking Pieces. Ich habe hier Defense, Leben, Crit, Damage, Raid mit Defense. Defense Heal Bonus. Dann würde ich wahrscheinlich einfach auf das hier gehen. Weil dann haben wir die Crit Raid für die Favorites dort. So, habe ich hier Defense? Ja, da hatte ich schon einen. Jetzt hätte ich sogar ein Geo Damage. Ne, hier. Defense, Energy Regen. Perfekt, machen wir das drauf. Defense mit Defense. Energy Regen brauchen wir aber, glaube ich, nicht. Wir haben hier eins mit Defense, Defense Energy und Defense. Okay, dann nehmen wir das hier. Defense, Crit Rate Leben, perfekt. Defense, Crit Rate Leben, perfekt, passt. Crit Rate Damage. Defense. Ja, und nehme ich halt Defense oder nicht. Ich glaube, ich habe halt wirklich dann. Digga, warte mal, da habe ich sogar einen 5. Warte mal. Lass mal kurz den Filter ausmachen. Weil ich glaube, da habe ich was Juicy-mäßiges dann. Oh ja. Digga, ich hätte hier eins mit 27% Defense. Holy fuck. Warum hat KW so ein Helm? Oh, dann habe ich eine Idee.
Digga, was ist, wenn ich ihr das gebe? Und dann gebe ich einfach Ito, weil den nutze ich sowieso so gut wie gar nicht mehr. Das ist mir eigentlich egal. Wo ist er denn? Der hat sowieso schon Archie-Defense. Gebe ich einfach das Piece. So, jetzt hat er nämlich trotzdem gute Stats. Stimmt, ich hätte Kari, glaube ich, was gegeben für Kinich. Ja, der hat Kinich-Pieces, egal. Und sogar alle levelt. Oh, muss ich, naja, egal. So, hier. Dann haben wir nämlich das hier. Dann leveln wir jetzt alle auf Max und easy. Energy Region, let's go. Habe ich Pieces, die ich reinhauen kann? Ich hatte hier einen Piece, den ich reinhauen kann. Nicht wirklich. Ja, was ist das? Sehr schön. Das hat sehr viel Defense. Ich glaube, sie zu bilden wird richtig easy. Ich meine, jetzt Fakt haben wir durch, die Weapon haben wir dann auch durch. Ich muss ja jetzt einfach nur sie hochleveln, das wird das einzige Problem sein. Wir haben jetzt schon 20% Defense. Geht's aber, gehen auf Crit Rate, gehen auf Crit Rate, please. Ja, 26% Defense hoch, ich würde. Ein bisschen fühlt es sich nicht richtig an, das Piece hier zu leveln. Bin ich euch aber auch ehrlich. Und prinzipiell die Pieces zu leveln. Und Defense haben zu wollen. Es fühlt sich ein bisschen nicht richtig an. Aber es ist richtig. Habe ich eins mit Defense Mainstat, wo Energy Region drauf ist? Naja, wo Crit Rate drauf ist, meine ich. Nee. Auf Energy Region, sehr schön. Geh einfach auf Energy Region. Müssen leben, ist auch nicht schlecht. Und wir haben alle Pieces maxed. Wie sieht's aus? 38. Digga, so wenig Crit Rate? Ja, ist ein bisschen Arsch mit 38 Crit Rate, aber wir haben jetzt schon fast 1000 Defense, sie ist halt nicht gelevelt. Wie hoch kriege ich sie? Oh, ich hatte den Boss nicht, stimmt. So, das schmachte. Ich weiß, ich kriege ich eine Crit heraus. Was ist hier? Wenn hier Crit aufkommt, kann ich das nehmen. Nö. Das Piece ist auch nicht hauptsächlich ganz gut, oder? Ja, ich wäre auch ganz gut. Sonst habe ich nicht so. Hier habe ich nochmal Defense. Mit Defense Energy, oh mein Gott. Crit Rate? Scheiße Leben. Boah, das wäre so ein. Das mit Crit Rate wäre huge gewesen. Ne, das Angriff, das geht nicht. Hier habe ich nichts. Der Helm hat schon Crit Rate. Der hat auch Crit Rate, aber da ging halt nichts drauf. Aber die hat halt super viel Defense, also ist hier richtig geil. Angriff, nee.
Ja, nee. Dann müssen wir erstmal mit, sagen wir so, mit 38,8% Crit Rate leben. Ich meine, das ist nicht schlimm, das sollte genug sein, um hoffentlich ein paar Crits rauszuhauen. Dann müssen wir halt einfach ein bisschen lucky sein, I guess. So, jetzt lassen wir ganz kurz craften, denn ich kann das schnell, glaube ich, maxen. Habe ich ein Ausrufezeichen? Oh. Ne, warum habe ich Ausrufezeichen? Ah, stimmt, weil ich noch C6... Oh, ich habe eine C6 Cookie. Oh mein Gott, das habe ich gar nicht realisiert. Ja, let's fucking go. Das ist super huge. Ich hätte doch auch noch die eine hier bekommen. Dich hier. Oh, die hat schon auf C6. Ich habe eine C6 Cookie auch noch. Let's go. What the fuck. Jetzt lass mich kurz hier hingehen. So, ich hoffe mal. Ist der Stream noch da? Ja, ne? Ja. Alright, so. Oder Chat, das ist doch, also ich habe gerne das Guide geguckt und alles, aber ihr könnt natürlich auch gerne Input geben. Das ist doch so right, wie ich das mache, oder? Würde ja sagen, das ist huge. Wir müssen sie noch leveln. Wir machen auch gleich den Boss. Aber das ist, ihr würdet doch auch sagen, dass das hier echt gut ist, oder nicht? Ich wollte es hier von 4 Stück noch. Machen wir es so. Dann craften wir hier 2 und believen darauf, dass wir einfach noch ein Doppel bekommen. Schade. Machen wir hier 2. Wir machen hier noch 3, komm. So. Zack. Und dann brauche ich noch... Wo ist es? Die hier wohl noch. So. Oder das war doch jetzt das Richtige. Habe ich gerade die Pfeile gemacht? Habe ich die Pfeile gemacht? Nicht dumm. Nee, habe ich nicht gemacht. Jetzt. So, zack. Und Batz. Und damit habe ich mein erstes Verfallung Sword auf Verfallungsgrad 5 sogar. Und das ist jetzt Max. Sehr schön. Wie viel Energy? Ihr seht jetzt 200, fast 210 Energy Regen. Das passt. Es ist legit einfach nur noch sie leveln und ihre Talente leveln. Ich hoffe, ich habe bei den Talenten ein bisschen wenigstens was. Ich meine, der Standardangriff von alles ist nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal halt der Skill. Das ist, und der Heal ist auch nicht so krank wichtig. Das Allerwichtigste ist erstmal den Skill hochzubekommen. Damit wir so viel Resistant Shred haben wie möglich. Wie komme ich hier runter? Hier ist ein Loch. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Oh scheiße, Digga. Wie komme ich unter das Wasser? Wir können nicht schwimmen. Ich habe gerade überlegt mit Schwimmen, aber wir können ja nicht schwimmen. Wir sind nicht in Fontaine. Wie kommen wir da hin? Weil da sieht es aus wie ein Riss. Kann ich da rein?
Kann ich hier rein? Oh, let's go. Wir haben's. Hier geht's rein. Da haben wir's. Gut. Gut. Das Gute ist, dass die Bosse schnell respawnen. Was heißt, wir können jetzt einfach ihn absolut kalt machen. Und das sehr oft. Neuer Boss. Wow. Ich habe keine Ahnung, wie du funktionierst, aber wenn ich einfach ganz oft doll drauf hau, wird das schon funktionieren. Das Gute ist, dadurch, dass die hohes Level sind, kriegen wir jetzt zum Glück immer 3er Drops und mit Glück auch mal einen 4er Drop. Ja. Was jetzt? Was mache ich jetzt? Brauche ich aber weiter drauf. Okay. Gibt es da eine Mechanik? Ist da irgendwas, was ich machen muss, damit er das halt, keine Ahnung, nicht tut? Oder kann ich auch drauf scheißen? Oh mein Gott, mein großer Freund, na komm schon. Fall einfach um. Let's go. So, ein 3er Drop. Wie lange dauert es jetzt noch, bis sie respawnen? Ist das nicht? Nee. Hier. Oh, warte, ist er respawned? Bin ich dumm? Das ist doch der Boss. Hallo? Ich der eher auch vielleicht, weiß nicht, spawnen oder haben wir Feierabend? Na, endlich. Verstehe nicht, warum man nicht einfach rein spawnt, wie es in Modern Waves ist. Da fangen einfach die Bosse, nachdem der Respawn. Digga, okay, was mit Johnny passiert? What the fuck? So, jetzt kommt doch hier mal der Damage durch. Schwierig. Jetzt macht er wieder die Kacke, aber das ist ja eigentlich egal, ich kann ja einfach wieder draufhauen. Das verstehe ich nicht ganz. Ich kann ja einfach wieder draufhauen, so, hä? Ja, da gibt es bestimmt irgendeine Mechanik, die ich einfach übersehe. Und down. Gib mir deine Juicy Materials. Wieder ein 3er Drop. So. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da. Hochleveln bitte. Ich frage mich, wie krank die Defense hochgeht. Sie scale auch ihre Defense nochmal selbst hoch. So. Nochmal. So.
Ich kann dich nicht umcraften, ne? Nee. Wir haben jetzt was? 2000 Defense. Ich hoffe, wir knacken die 3000. So, wir fangen auch mal mit der Story an. Ich hoffe, wir schaffen die auch. Ich habe nicht so unendlich viel Zeit. Also ich hoffe, wir schaffen den ersten Akt heute. Ich hoffe, wir schaffen den. Ich weiß nicht, wie lange der geht. Weiß irgendwer, wie lange geht denn Akt 3? Halt der hier. Weiß irgendwer, wie lange der schon geht? Ungefähr? Weil ich würde halt gerne noch Akt 3 heute spielen. Weil Akt 4 werden wir nicht schaffen. Akt 4 wird höchstens morgen dann gemacht oder so. Aber ich würde halt zumindest gerne Akt 3 schaffen. Weshalb ich halt frühestmöglich anfangen möchte. Deswegen möchte ich jetzt sie noch so hoch kriegen, wie ich kann. Bis mir die Materials ausgehen. Da ist sehr viel Gelaber. Das klingt ja schon mal cool. Ja gut, aber ist es trotzdem halt lang? Also halt, reden wir über 4 Stunden Gelaber oder reden wir über so 2,5 Stunden Gelaber? Aber über wie lange Gelaber reden wir? Ja, muss ich die Dinger da abschießen? Ich will jetzt das herausfinden. Nö, die haben ein Schutzschild. Hat ja keine Mechanik, der Boss. Ist das wirklich einfach, du bist gefickt und musst halt damit leben jetzt, oder wie? Alter, der Damage! Wo kam das denn her? Mein Schild ist einfach wieder gespawnt. Mit 4er Drop. Das ist nicht wirklich lang. Gelaber würde ich sagen. Okay. So, dann haben wir die Dailies basically auch gleich. Weißt du was? Und dann lassen wir den Boss kurz respawnen, holen uns unsere Daily Belohnung. Auf cool. Ich muss mich mal kurz healen. Okay, ja. 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 Gut. Passt mir. Nee, die Leute auf YouTube. Auf YouTube sieht es auch aus, als wäre der Akt nur so 1-2 Stunden lang. Oh, wobei. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Wir müssen schauen. Wie gesagt, ich kann nicht allzu krass lang. Ich werde spätestens um so 5:45 oder so müssen wir einen Schlussstrich ziehen. Bis dahin habe ich Zeit. Deswegen, wenn ich auf die Uhr gucke, denke ich, schaffen wir nicht den kompletten Akt heute, aber wir können at least mit dem Akt schon mal anfangen. Dann halt morgen einfach weitermachen, auch morgen dann den anderen Akt hinterherziehen. So.
Digga, also entweder die Mobs sind mittlerweile richtig krank geworden vom Damage her. Oder mein Zhongli, oder ich muss mein Zhongli wirklich mal auf komplett Pure Support umbauen. Weil holy fuck, wie kann mein Schild so oft, so schnell einfach dissipieren? Das ist ja krank. Schauen wir mal, wie viel wir von der Story einfach schaffen, ne? Ich setze halt heute mehr einen Fokus auf die neue Unit. Okay, Akt 4 ist schon lang. Ja, gut, gucken wir mal, ich hoffe mal. Es wäre für mich am besten, sage ich mal, wenn so, ja, Akt 3 so sagen wir 1,5 Stunden geht oder so und dann Akt 4 irgendwie, weiß ich nicht, 3,5 Stunden. Das wäre cool, das wäre ich gar kein Problem mit. Weil ich will zumindest eigentlich, hätte ich gern Akt 3 heute geschafft, aber ich habe halt nicht unendlich Zeit. Was passiert jetzt? Hi Mann. Ja, warum hat mich Paimon jetzt angelabert? Was will sie denn jetzt von mir? War das eine Quest, wo ich noch 1-2 Tage warten muss oder was? Wie viel brauche ich noch für sie? Wie sieht es eigentlich material-technisch für mich aus? Okay, ich schaffe sie auf 70 zu hauen, aber ich glaube, höher wird's nicht. Weil da habe ich die Blumen nicht mehr. Also habe ich noch 22 und ich müsste 23 noch holen. Aber die Sachen muss ich halt auch gucken mit den Talenten. Ich glaube auf 70 passt erstmal. Ich glaube, dann mache ich sie erstmal auf 70, das sollte reichen, dann mache ich die Talente hoch. Ja, dann können wir auch endlich mal anfangen. Und dann muss ich halt Offscreen weiterfahren. Ich versuche es ja wahrscheinlich einfach, keine Ahnung. Morgen versuchen wir es wahrscheinlich auf 80 oder so zu hauen dann. Auf jeden Fall will ich es am Ende irgendwann halt dann auf 90 haben und am besten mit dem Skill getriple crowned. Ich bin ja wirklich gespannt, Digga, wie hier mittlerweile dann Teams werden. Wie halt ein Team mit Kasua, Bennett und ihr muss doch so crazy sein. Weil ich glaube, Furina wäre auch heftig, aber ich glaube, es ist schwierig, Furina in so ein Team einzubinden, weil man müsste. Wobei man hat schon viel dabei, ich denke, so viel. Das killt die nicht. Jetzt. So. Wie brauchen wir noch? Gar nichts, perfekt. Jetzt ist mein Herz auch ausgegangen. Ich bin euch ehrlich, ich habe sogar kurz vergessen, dass das Spiel sowas überhaupt hat. Oh nein, oh nein, oh nein, ich glaube, ich will die Quest jetzt, ne? Warum ist denn die direkt hier vorne? Warte mal. Lass mal woanders hingehen. Ich hoffe, ihr enjoyt auch die Hintergrundgeräusche wieder, weil man nie aufhören kann zu reden, wenn man einmal angefangen hat, aber... Geh mal kurz was auf Fontaine, Digga. Was ist denn die Quest schon direkt da vorne?
So, ich weiß nicht. Ich glaube, der Play wäre halt auch wirklich, sie mit Zhongli auszutauschen, oder nicht? Halt das so zu machen. Weil jetzt habe ich 2 Pyro-Units und Yellen ist halt einfach da für Vaporize. Das wäre doch der Play. So, 2 von den Grünen brauche ich. So. So, jetzt haben wir wenigstens das Passive freigeschaltet. So, auf 70. Jetzt hat es auf Level 70 2286 Defense. Das ist halt nicht genug. Aber ich glaube, wenn sie dann auf 90 ist, werden wir genug haben. Hoffe ich. Jetzt brauche ich nochmal von den Grünen. Wait, kam nicht ein Feature rein, dass ich direkt in meinem Inventar craften kann? Warte. Das ist mir gerade eingefallen. Jetzt brauche ich noch 9. Oder bin ich halt dumm? Es gab... kam nicht irgendwas rein? Keine Ahnung, wie ich das mache. So, ich glaube, das ist ja für das Service das Max. So, wir haben den Skills auf 6. Das ist halt leider fast gar nichts. Hierfür brauche ich 4 und dann brauche ich wahrscheinlich, glaube ich, irgendwas auf 7. Und dann brauche ich 6. Das heißt, ich brauche insgesamt 10. Ich habe 6. Ja, wobei, die brauche ich auch hierfür jetzt, ne? Ja. Egal, dann level ich jetzt noch ein bisschen die Ult, glaube ich, hier. Zack. Und den Sternengriff hochmachen ein. Und mache jetzt noch hier raus den Rest. Jetzt brauchen wir keine grauen mehr. Ich kann jetzt alle grün herstellen. So, grüner Bonus. Und dann noch das hier. Ich muss so machen. Gib mir einen noch weiter. Nice. Okay, und jetzt hier und dann so und dann bam, bam. Und dann sind meine Materials alle. Und euch kann ich nicht mehr bekommen. Ne? Was kann ich das, wann kann ich das farmen? Dienstag, Freitag, Sonntag, ja, Mittwoch. Ja, ne. Das heißt, das muss ich am Freitag farmen. Dann haben wir jetzt auf 264 auf Level 70 mit Max Artefakt und dem Max Harmonious Sword auf Verfallungswert 5. Ich hoffe, das reicht erstmal. Weil wir haben jetzt trotzdem schon 24% Defense Shred. Ich hoffe mal, das reicht einfach jetzt. Ich werde es auf jeden Fall weiter leveln und versuchen auf 80 mit höheren Sachen Sets zu machen. Paimon coming in! Paimon coming in! Is this level okay? Can you hear Paimon? So. Ich hoffe, dann der Audio passt alles soweit. Und dann können wir jetzt mit der Quest beginnen. Ich habe noch gute, mindestens 1,5, fast 2 Stunden, die wir jetzt nutzen können. Ich hoffe, wir schaffen in der Zeit den Akt 3. Wenn wir halt in der Zeit den Akt 3 nicht schaffen, wird es morgen weitergemacht. I see. Thank you so much. Wenn Lautstärke zu laut oder zu leise ist, ne, Leute, sagt einfach Bescheid. No worries at all. We've always valued the Ich habe actually vergessen, was wir überhaupt jetzt vorhaben. Given the current situation, it's vital that we all work together.
Since we're facing the same enemies, I'll send you the intel we've collected on the Abyss so far. Then we can take a look at how to coordinate our efforts. All right. Thank you so much. Naja, dann würde ich sagen, die Charakter, die nicht voiced sind, sind halt dann am Arsch. Hey, hat der Voice Actor von dem Main Character gestreikt? Der spricht nämlich auch nicht. The Pyro Archon has finished assembling her forces and stationed them all across Natlan. Given how the Abyss has ramped up its activities lately, we can no longer afford to act only after receiving news of an invasion. So the Pyro Archon suggested that the Scions of the Canopy and the Adventurers Guild focus on collecting and disseminating intel. That way, we can stay informed of everything that's happening across the land. Once we receive word of enemy activity, we can notify the nearest camp and the stationed forces can take immediate action. Yes, precisely. This should also allow us to focus on gathering information rather than running around and trying to tackle everything at once. So please also take a chance to relax, you two. You've been working hard these days, and this will be a good— So that's the plan! Whew, we can finally stop and take a break. Paimon knows that! It's not like Paimon just wanted to lay here and do nothing! The movements of the Abyss are always unpredictable. There have also been times when it suddenly became more active in the past. The people here generally see it as something like an acute natural disaster. Once the disaster is over, everyone will return to their normal lives. We just all hope that day will be sooner rather than later. Oh, right. Most people have no idea just how bad the situation has gotten in the Night Kingdom. Wie dumm, wie dumm, wie dumm, wie dumm. Wie dumm. Digga, wir haben einfach gesagt, gut, packen wir so rein, können wir Update raushauen oder wie? Das ist crazy. Wait, das macht die Quest ja so Arsch. Das macht die Quest ja so kacke. Und weil es halt nur Englisch gibt, weil sonst versteht man kein Wort. Weil es bringt mir nichts, das jetzt auf JP oder so zu stellen, weil dann verstehe ich auch nichts. Wie dumm. Ja, dann wird das jetzt eine richtig beschissene Quest, Digga. Dann wird es jetzt hier ständig stumm sein und ich werde halt nicht durchlesen, was die mir voll labern. Darauf habe ich überhaupt keinen Bock, weil die auch so viel sagen. Guck mal, wie viel die reden. Wow, so we'll finally get to meet Shilonen, the legendary forger of ancient names. Ist Kachina und Kinich viel in der Quest? Wissen wir das? Bitte antwortet mit Nein. Bitte sagt mir, die sind einfach nicht viel drin. Es ist irrelevant. Das ist so awkward. Hey, ihre Lippen bewegen sich ja sogar. Kachina? After all, you're already a victor of the Night Warden Wars. Das ist so dumm. Warum gab es denn überhaupt den Streit? Davon habe ich gar nichts mitbekommen. Ich check bei solchen Entwicklern immer noch nicht, warum halt packt man das Produkt, also warum haut man dieses Update raus, wenn zwei wichtige Charakter in der Quest nicht gevoiced werden können. Oder es liegt ja daran, dass es einfach nur die englischen Voice Actor sind und Genshin sowieso auf die Community, die nicht aus China kommt, halt echt drauf scheißt. Das ist doch viel geil hier, what the fuck. Naja, keine Ahnung. Yo, yo, yo. Ach, Digga, warum ist denn die immer noch hier? Geh weg. Yes, so I've heard. So young, and yet you've already got quite the reputation. Ja. Aber wie dumm? Das ist ja dann noch dümmer, oder nicht?
Nein, warte mal. Also, verstehe ich das jetzt richtig? Die Voice-Actor, die hier in Genshin das Voice-Acten, streiken wegen KI-Voice, aber Genshin nutzt eigentlich gar keine KI-Voice. Und Genshin kann, ich weiß, HIER kann auch nichts daran ändern. Das ist doch total dumm. Ich verstehe den Grund dann gar nicht. Halt, oder nicht, ich weiß nichts davon, dass Genshin oder HIER deren Voice Actor als KI-Stimme benutzt. Ich weiß, die haben alle Voice Actor. Und HIER kann ja nichts daran ändern, wenn andere Companies das machen. So, es gibt ja für die Voice Actor, also ich verstehe, wenn die Voice Actor bei anderen Spielen streiken, die deren Stimme als KI nutzen wollen. Aber das ist total dumm, das macht überhaupt keinen Sinn. Wait, are you Outlanders? Yep, we're travelers who just Also der Streik macht überhaupt keinen Sinn. I mean, I was aware Ich verstehe, dass sie nicht wollen, dass man es als KI-Stimme nutzt. Bin ich auch völlig fein mit. Aber das tut HIER ja nicht mal. Also nicht, dass ich wüsste. Katschina, kannst du bitte gehen? She said is that a new hero had Das ist aber nur jemand, der jetzt aufbaut, seinen Mund bewegt und but nichts we need to rauskommt. forge an ancient name to ensure he'd be able to return safe and sound. And she did mention that it would be quite difficult das to Ding ist forge halt an aber, ancient name for them. haben die At the irgendwas time, gesagt, I was sie thought she haben was just wollen? commenting Oder on was my passieren skills. soll? Weil in der Regel streiken ja Leute und nennen dann aber halt auch etwas, was sie halt haben wollen, um den Streik zu beenden. Halt, wenn ja irgendwie die Leute, die Zug und Bus halt fahren, halt Zug- und Busverbindungen, wenn die Leute halt streiken, liegt es ja meist daran, dass sie halt bessere Bezahlung oder bessere Arbeitsbedingungen oder sowas haben wollen. Und wenn sie die halt bekommen, hören sie halt auf mit dem Streik. Was genau bitte wollen denn dann die zwei Voice Actor von HIER? Ich rede jetzt über HIER, weil nur weil die woanders Voice acten, müssen sie ja nicht bei HIER streiken. Meiner Meinung nach. Oder ich verstehe da irgendwas nicht. Aber halt. Wie ist bloß Zeichner mit die. Okay, aber. Ja, gut. Hat HIER das aber nicht gemacht? Ist HIER dagegen, oder? Also, will HIER die nicht unterschreiben, oder was? But I seem to understand where the true difficulty lies now. Ach, Digga. Oh, I wouldn't go that far. I'm used to it, really. I just need a moment to process things. Digga, warte mal. Ich find's halt krass, wie das einfach unter den Teppich gepackt wurde. Also wieder halt. Ich bin in der Gacha-Space drinne. Wenn irgendwas mit Genshin los ist, sehe ich das immer auf meiner Twitter-Timeline und genauso sehe ich es auf YouTube. Habe ich das wirklich verpasst? Ach so, okay. Ja, gut, ist aber trotzdem albern, die könnten es auch einfach machen. The Pyro Archon's requests are always difficult to fulfill, and we used to argue a lot. Honestly, it's probably for the better that she didn't bring this up at the time. Anyway, I can't argue with her if she isn't here, and it'd be pointless to take my anger out on someone else. Die hätten da auch eine Lösung finden müssen. Weil halt jetzt einfach die Quest rauszuhauen, während denn die zwei Charakter nicht reden, ist so dumm. Just because I understand her rationale doesn't make me any less upset. After all, she must have known that forging an ancient name for an Outlander is an impossible task. It's impossible? As you probably know, an ancient name is a symbol of a hero's sparing glory, which grows even richer and heavier as generations of successors inherit it. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn die Voice Actor halt nicht mehr streiken,
es bringt ja auch nichts, einen Mitarbeiter zu nehmen, der das voice. Weil dann hört sich der Charakter ja auch wieder anders an. Es soll ja schon der richtige Voice-Actor sein, aber man hätte einfach irgendwas machen sollen. Aber halt ohne ein Wort, halt ohne ein einziges Wort zu sagen, das Update dann einfach rauszuhauen, ohne dass irgendjemand weiß, dass die beiden nicht sprechen, ist so dämlich. Und die hätten da irgendeine Lösung finden müssen, dass die Voice-Actor Voice-Acten. Irgendeine Vereinbarung halt. Du willst mir sagen, eine Billion-Dollar-Company schafft es nicht, irgendwas zu machen, dass deren 2 Voice-Actor, die sie jetzt brauchen, für die Quest, dass die Voice-Acten. Dass sie da keine Möglichkeit haben, dass das geht. We forge ancient names by engraving the heroic deeds of an individual who will become the first hero of that particular name. But they were all performed outside of Natlan, correct? Yeah, that's right. Then those deeds haven't been recorded by the Night Kingdom. To take it one step further, even if you had performed heroic deeds in Natlan, as an Outlander, your actions still wouldn't have been recorded by our lands. Only memories and experiences that have been acknowledged by the Wyab can be used as a basis for an ancient name. Even the greatest of craftsmen cannot create something out of thin air, you know. That's just how it is. Seems the Wyab don't want just anyone to get a name, huh? Mawika, of all people, should know better than anyone, yet she's still entrusted the task of forging the ancient name to me. Oh, Paimon gets it. Nobody's happy being asked to do the impossible. Ugh, don't remind Das ist jetzt me. ziemlich awkward. Let's just focus on how we can pull this off. How to achieve the impossible. You mean you're already willing to accept the task? Well, what else can I do? What's happened is already done, and it's not like I can outright defy the order of my Archon. If she gave me this order, then she believes the ancient name is an indispensable part of her plan, and that I'll be able to find a way to make it happen. In other words, the order is an affirmation of my abilities. Whoa, not only has she accepted the task, but now she's looking for still. The key is getting the Wyab to somehow acknowledge the Aber das ist aber nicht traveler's das erste existence Mal, dass es and mich nicht record stört, his dass Paimon heroic dabei ist, weil deeds. Paimon immer wieder We wiederholt, heard was the worum es voice of a geht. Wyab when Das we were in heißt, the Night Kingdom before. We even had a whole wenn conversation with Kachina her. oder Kinichan irgendwas sagen, wird es Paimon wahrscheinlich irgendwann If we sowieso can talk to her wiederholen. again, maybe we can Und figure dann weiß ich something out wenigstens, worum es together. geht. Well, every tribe has their own Wyab. How do we know if the one you met is indeed the best one for us to talk to? Plus, considering the unprecedented nature of this situation, I have a feeling that the acknowledgement of one Wyab alone would probably not be enough. I don't know. That requires a level of knowledge that I do not possess. We need to find a consultant who's an expert on all things Night Kingdom and Wyab. The first person who comes to mind is Lali at the Masters of the Nightwind, the one we call Granny Eatstali. Oh, we've heard that name before. We used her spirit speaker stone to find Kachina's ancient name. A person who can make something like that must be pretty impressive. I'm unsure she'd be. Still, she's older now and quite eccentric. It's hard to even book a meeting with her, given that she's constantly holed up in her room and doesn't like to be disturbed. Wir reden über denselben I've heard Charakter, oder? that Ihr to sagt get gerade, her sie ist help, you alt. have to be extremely patient with her and know how to keep her Wir reden über spirit dieselbe up. Person, oder? Wir reden jetzt nicht über die, die aussieht, I als hate wäre to sie break vielleicht gerade it erst to you, erwachsen geworden. Huh. Why is that? I mean, didn't she already help you before? And you even managed to save Kachina. Ja, und währenddessen ist der Stein ein at bisschen the kaputt cost gegangen. of her spirit speaker stone being split into 2. Great going, Mawika. We're already off to a rocky start here. In that case, I guess your only option is to try to emphasize that this is an important order from the Pyro Archon. Hopefully, Lali would still want to show respect to the Archon. I'll also write you a letter on your behalf. If you can find someone to deliver it and mention some good things about you, then that should help too. Paimon sure hopes a Hal won't interrupt when he's talking, though.
Alright, Kaniche is a seasoned negotiator. I trust that he'll know the best things to say. Ja klar, holen wir den anderen Typen, der gerade keinen Voice Actor hat, mit in die Quest. Digga, ihr wollt mich doch verarschen. And we can meet up near the Ihr statue of the wollt Seven mich doch later. verarschen. Klar, holen wir doch Kaniche zu, natürlich. Warum We'll nicht? take a stroll in the meantime. Nee, ich hab richtig Bock jetzt auf den Stummfilm. Ist das dumm. Digga, jetzt haben wir wirklich 2 Stumme dabei. Wie dumm, wie dumm, wie dumm, wie dumm. Nee, cool. Yeah, I'm sorry to put this on you, Kaniche. It's just that you're probably the only person who knows how to deal. Oh, wait, so Kachina and the Traveler also know about the plan? Right. She mentioned there are 6 heroes and that Shilonen is one of 4 that have already been acknowledged. Oh, well, then I suppose there's no need to keep any secrets between us. Having companions walk by your side is perhaps the best solace when facing such a bleak reality. Ach, Digga, ist das awkward, ja, komm, Peach. Red nicht so viel. See, Lolly knows him too? Ah, warum aber denn seine Voice Actor? Halt, warum denn ausgerechnet er? Kinichi ist halt wenigstens cool. Halt, dann streikt doch Given how the Masters of the Night Wind love to babble about dreams and revelations, they're already a pretty strange bunch to most. I've never met Auroran, ich find's so interessant, warum es nur die 2 sind. Und nicht noch mehr. Halt, stell dich jetzt mal vor, der Archon oder so hätte gestreikt, der Voice Actor. Ich frag mich, warum es wirklich nur Kinichi und die andere sind. Warum so sonst niemand if I'm weiter? Following, you mean we'll help her investigate Auroran and the captain's whereabouts? Und wie lange die dann schon streiten, wenn... Weil das Update, es ist ja, die haben ja 6 Wochen Zeit, am Update zu arbeiten. Plus, we kinda owe her one anyway to make up for breaking the spirit speakers down. Ah, this is a pretty well thought out plan. As expected of Molly Poke Kaniche. Then, yeah, I'll leave my letter to you. Let's hope Seat Lolly can meet at the stadium in 2 days. Yay. Okay, then let's... Cool. Und jetzt? Warten 2 Tage. Ne, geil. Da gibt es eigentlich irgendein Essen, irgendwas, was man sich reinpfeifen kann in Madland, damit man diese Energy-Leiste wieder füllen kann, ohne jetzt irgendwo hinlaufen zu müssen in der Area. Da gibt es irgendeinen Weg, diese... Okay, jetzt ist sie voll, weil wir bei einer Statue waren. Aber wenn diese rote Leiste unten alle ist, gibt es einen Weg, die mit irgendeinem Essen wieder aufzufüllen oder so? Oh, it's time Ist to da meet was up with möglich? Shilonen. Let's ask her how things have been going. Damit ich halt, weil ich will halt länger als hier sprinten. Fuck, falsche Taste. Hey Shilonen, how's everything going? Oh, Nur hi, endlich mal Traveler Charakter, die Paimon. alle reden können. Also 2 und... I have bad 16. news. Seat Lolly did not reply to our request. Although, I suppose I'm not too surprised. Huh? You mean she didn't even bother to give Kaniche a response? Guess she really does have quite the ego then. Yeah, well, she can Och be nee, also warte quite mal. eccentric, Charakter though mit einem she's one of the Ego. most gifted people around. Even Och, the das wird doch Masters wieder of so the Night nervig, wenn often Paimon struggle to dabei work ist, with oder her. nicht? My guess is that she probably has other reasons for not deigning us with a response. But let's go to the stadium and see if we can meet her there. If we do get a chance to talk to her in person, we can still try to work something out. That's true. Ach, das wird doch wieder so... Halt, jede Person, die ein bisschen ein Ego hat in dem Spiel, ist immer so nervig mit Paimon zusammen. Weil Paimon dann auch ständig ihr scheiß Ego raushängen lassen muss. Bring it! Paimon doesn't see anybody.
Seems she's just not gonna show up, huh? Well, we tried to be as considerate as we could, but she's under no obligation to help. That might be true, but this is still a request from the Pyro Archon, right? Shouldn't the subject always answer the call of their Archon? A subject? Well, if you ask me, I'd say we're all more like friends with the Archon. Yes, Mawika is our leader, but that doesn't mean there's any kind of tall barrier between us and her. The only thing is that she often has very high expectations of us. Huh. So even though she's super powerful, it sounds like she's actually pretty down-to-earth and easy to get along with. Unlike that old hag Granny Eatsley, right? Does she think she can ignore us just because she's famous? You all talk about her like she's some kind of huge deal, but she didn't even bother to reply to our letter! Seriously, if she didn't want to come, she could at least let us know. If that's what aging does to you, Paimon never wants to get old. Oh, really? So, that's how you see me? Huh? Who's there? Who's talking next to Paimon? Oh, don't mind me. I'm just a disgruntled old hag, right? Come on, relax. I'm sure my bark's worse than my bite. Huh? See, Lolly. Wait, you're Seat Lolly? Yes, Granny Eatsley. But emphasis on Eatsley, not Granny. Ja. Oh, sie sieht ja so viel besser in-game aus. Was? You must know this trope from light novels, surely. They use it all the time. The young man who's actually the oldest person in the room. The girl next door who turns out to be a seasoned veteran. The wise sage who looks like a little kid. Ich dachte auch, sie sieht aus wie ein kleines Kind. Deswegen habe ich mich gewundert, ob wir über denselben Charakter reden, aber... Du willst mir sagen, das hier sind ein und derselbe Charakter? Was passiert jetzt? Kann ich jetzt einen... Weil die wollten mir sagen, das ist derselbe Charakter. Sieht da so klein aus. Oh, wipe that look off your face. You've seriously never seen an older lady that doesn't look her age? Okay, well, don't go thinking it's a trick either. See? I'm barely wearing any makeup. Did I forget to mention, she's called Granny, but she's actually pretty young. It was an honest mistake. I guess we've just gotten used to it. I'm sorry. What? How dare you? Don't you know it's rude to ask a lady her age? Shut the fuck up. Leute, die das sagen, sind auch einfach nur liegen geblieben. Paimon really didn't mean to offend you. It's just that your case seems really unique. Oh, Paimon just wanted to apologize, but now she's putting more and more of her foot in her mouth. Really, Paimon just got a little mad since we thought, well, you were gonna leave us out to dry. It was my idea to Ich bin invite wirklich you to halt our ein seat, bisschen Lolly. baff. Also, So if you're ihr Design upset, you sieht can in-game just take it so out on gut me. aus. Damit hätte ich nicht gerechnet. All Weil, right. I was als only ich sie in den ganzen joking. Trailern I didn't gesehen mean to hatte, chastise anyone. wo ich, sag ich mal, nur die There's really no need to 2D take all this so Variante seriously. gesehen habe, If anything, fand ich es nicht I'm so gonna feel cool. awkward if we keep this going. I received Kenichi's letter and was planning to attend this meeting. Since I had already decided to come, I figured there was no need to draft a reply that simply said, understood. Besides, just showing up is the most important part. Oh No? Gott, aber sie ist wieder, oh Gott. Sie ist wieder eine der Charakter, wo das Mikrofon bei denen den fucking S-Laut so ekelhaft betont. Hört ihr das? But, of course. Oh, oh, oh.
Oh, das ist richtig schlimm. Oh, ich hasse das. Das hat zum Beispiel Eier-Count so auch. Das ist unfassbar anstrengend. It certainly was a bit awkward to see that everyone else had arrived before me. At first, I was thinking of quietly sneaking over, but since you were already here waiting for me, I started to think about how I should phrase my apology, only to hear you all talking smack about me. Anyway, that's the whole story. Honestly, it's not like I owed you an explanation anyway. Oh. What's with that expression? Was she feeling embarrassed just now? When the Masters of the Night Wind say they struggle dealing with her, I wonder if the feeling is mutual. She seems to be pretty awkward herself. Everything she does and says seems a little forced. Anyway, Shilonen, I heard that you require my help in crafting an ancient name. Correct. The situation isn't like anything we've handled before. Let me explain. I see. So Mawika has asked you to forge an ancient name for an Outlander. Well, that would be a first. And you've also heard all about Auroron. I must say, he's always been a good kid. I can't see him joining the Fatui of his own volition. He must have been coerced somehow. Das ist crazy. Ich bin ehrlich, man hört March 7 überhaupt nicht. Kann March 7, so klingt sie wesentlich entspannter. Yeah, that's what we came here to ask you. Der S-Laut ist trotzdem anstrengend zuzuhören. Aber wenn sie so spricht, ist das ja so viel angenehmer, als würde sie I suppose I'll just call you Traveler for now. Traveler, come here. Let me take a good look at you. Wealth leads to unending conflicts between people. Yet you alone transcend the value of gold. Baleful thunder and wrathful waves bring terror to mortal hearts. Yet again and again, you've braved them to find new worlds. O weary yet free soul, even the most verdant leaf in the forest will pray for your happiness and safe passage. Those are all the things that I could see in you. You've experienced far more than even most mortals could dream of. Yeah, whoa. You possess the heart of a sincere hero, along with the conviction to lift a torch above your head and walk headlong into the night. Huh? Don't move. There's something here. Huh? What thing? Don't scare Paimon. Is the Traveler gonna be okay? Shoo! That should do it. You've just returned from the Night Kingdom, so some fragments of souls were still stuck to your body. No need to worry. I've just cleared out the last of them. So. Isn't that kinda like having part of a ghost command? It's nothing as serious as that. If left unattended, the most it could do is stir up some chaos in your mind, and generally worsen your mood. Well, in that case, better to get rid of them. It was nothing. Shilonen, let's follow your proposal. Once you've brought Auroron back, I'll take you to see the Lord of the Night. The Lord of the Night? But don't we need to talk to the Wyeb of the tribes? Something this important is beyond their jurisdiction. Only the Lord of the Night can decide whether we can grant an ancient name to one who does not hail from our lands. The Lord of the Night is an ancient entity that rules over the entire Night Kingdom, constantly borrowing the power of the sacred flame to combat corrosion from the abyss. Oh, so you're basically saying it's even more powerful than the Wyeb of the tribes. Well, that sort of makes sense, being the Lord of the entire Night Kingdom and all. Not exactly. It's not so much that one's more powerful than the other.
But never mind. That's not important. It would take too much time to explain. Just listen carefully to what I'm about to tell you. Yeah. The Lord of the Night is currently in a deep slumber, and we can only communicate with its consciousness while in a trance. In other words, in a dream. But I will need to prepare a few more things if we are to hold a ceremony to achieve the state of the trance. Nee, Digga, ich feier das immer, wenn I'll man make a list. nur über Can das any of you get Bewusstsein everything reden for kann. me? Das ist immer übelst Hammer in dem Be a Game. long list, so better leave it to someone who knows all the local vendors. Sounds good. Then we'll go with St. Lolly to track down Auroron. Phew, the Fatui are nothing to scoff at, so please, be careful during your investigation. If you need— Yep, we'll be sure to play it safe. Oui, Captain. All right, now it's time for us to catch that brat and bring him back. Oh, I'm sorry I made you wait earlier. It was actually because I decided to swing by Auroron's place to look for clues. He has always lived alone, and I found a broken jar in his house. Right? There was also something off about his phlogiston aphids, which I assume is because their keeper has been gone for quite— And interestingly enough, I saw some slash Digga, wirklich, marks dieser in the S-Laut ist ja so that anstrengend, did mein not Gott. match any of our local weapons. Digga, My gib guess den is they Leuten noch were einfach mal left ein by vernünftiges Snezhnaya Mic. Oh, arms. sounds Ich glaub, like meine the S-Laute Fatui sind broke irgendwie nicht so into his house and anstrengend. took him hostage. But why would they kidnap a kid who just spends his days living in the country and raising aphids? He's only in his 20s. What would they want with him? That's not to say that I believe he's totally innocent, of course. Since he's the only one who was kidnapped out of everyone in Natlan, he must have done something to attract their attention. In any case, in den Trailer und we'll allem get to the sah es bottom immer of so this aus, als once we würde er manage to get him mit back here. dem Captain zusammenarbeiten. I'm truly sorry to put you two through all this trouble with me. But please help me get him back. You can count on us. All right, then let's start by heading to where Ich glaub Auroron— nicht, dass der gekidnappt wurde. Kann ich dir eigentlich auch nicht sagen. Vielleicht liegt es daran, dass sie, keine Ahnung, in einem anderen Aufnahmestudio waren. Und... Oh, scheiße. Oder, I don't know, vielleicht hat es auch was mit der Stimmlage zu tun. March 7 spricht ja... Der Gleiter sieht ja geil wie aus. March 7 spricht ja in einer viel höheren Frequenz. Also die ist ja richtig so ein Quietschen wieder, wie mit Paimon. Genau kann ich es ja auch nicht sagen. Vielleicht liegt es auch daran, dass halt... Es ist zwar alles HIER, aber wir haben ja das eine... Aber die einzelnen Games haben ja noch kleine separate Teams. Also zum Beispiel... die Leute in Genshin arbeiten nicht an Honkai Star und die Leute in Honkai Star arbeiten nicht an Genshin. Vielleicht liegt es auch daran, dass es halt zwei separierte Teams sind. Werden die vielleicht auch in zwei verschiedene Studios geschickt, wo sie es aufnehmen. I don't know. Das ist auf jeden Fall... Weil das Ding ist, dass wir den S-Lauten haben auch fast gar keine in Honkai Star Rail. Zumindest mir fällt keiner ein, der extrem anstrengende S-Laute hat. Aber hier in Genshin ist das oft halt. Ayaka hat das, sie hat das und ich glaube ein paar andere weibliche Charakter haben das auch. Das ist unfassbar anstrengend. I'm convinced that what the witnesses saw was actually the Fatui coercing him. Und ich Or weiß nicht, warum perhaps das trying to ist. extract information. However, I doubt anyone would believe me. Und es ist auch wirklich fast nur die weiblichen Charakter. Also mir würde jetzt kein männlicher Charakter einfallen, der diese übelsten S-Laute so betont. Das ist schon so ein Knuspern, so ein Friss, so ein... Ich weiß nicht, wie man es erklären soll. Es macht so ein Tss und dann kommt aber so ein richtig weirder Sound, weil es einfach zu extrem ist. Well, he was left at the side of the road as an infant, and the people of the tribe took him in. You could say that everyone had a hand in raising him. Aber das ist auch wirklich nur bei weiblichen Charakter meist. Ich glaube, es gibt keinen männlichen, He learned a der lot das from hat. us.
And once he reached adulthood, he built himself a house out in the countryside. He spends most of his days growing vegetables and raising aphids. He's always been such a good kid. Was für ein Kind? Ist doch, Oh well, let's keep ich bin so looking. verwirrt, die reden die ganze Zeit, He ist ein can Kind, der lebt answer ein bisschen, all der of macht ein our bisschen das. questions Ist ein once Kind. we've Es geht mir gerade He's in den been Forst, raising oder nicht? phlogiston aphids for a long time. And since they were disturbed, they secreted a special type of phlogiston. We can use that substance to track his movements. Let's follow the phlogiston trail. Huh? What trail? Oh, right. I forgot your eyes don't naturally perceive such things. Here, give... Naja, genau das, genau das. Das ist halt unfassbar, unfassbar anstrengend. How about now? What do you see? Wow, blaue Striche. Whoa, Paimon can see it. That's right. I used a spell to temporarily transfer a portion of my senses to you. For a short while, you'll be able to see the phlogiston too. Wow, you can even share your senses with us? First time Paimon's heard anything like that. It requires a very rare spell that most people aren't adept at. But don't worry, it's a cinch for me. Between the two of you, langsam finde ich es echt it interessant. seems the Wenn sie so traveler's eine, senses are a bit stronger than Paimon's. weiß nicht, Magierin schon fast ist. Wo ist es weit hergeholt, dass sie vielleicht irgendwas oder zumindest irgendwen aus dem Hexenzirkel kennen könnte? When I held your hand just now, I could sense that you've got a great affinity for phlogiston. You're extraordinarily gifted. Anyway, we'll need to use our vision now to track down Auroron. Good luck, you Over here, Ja, es geht um Auroron. Es geht wirklich um den Badass Forster, der nicht aussieht, als wäre er ein Kind. What was that? Ah, cool, ich bin 5 Meter gegangen. Geil, danke dir, cool, awesome. Confusing. As far as elderly shamans go, I'd say that I'm already pretty easy to talk to. Warum sind hier Is there Fragezeichen? any other old hag who's as fluent in the language of the youth as me? But is my way of speaking still not trendy enough? I've already tried my best to match their speech patterns. But given the looks on their faces just now, or perhaps I'm still not fashionable enough? Ach, Digga, But that chill can't doch be, einfach. right? Don't tell me they're still getting the impression that I'm super old-fashioned. Das ist scheißegal. Ich glaube, wir können alles von ihr verstehen. Was that? See it loud? Now that I think about it, it's a good thing I found some helpers this time. Some things are best done with the help of friends. Ja, nee, Leute, Jungs. Paimon und Traveler, auch richtige Ehremänner von euch, dass ihr einfach nicht einen Ton sagt, dass ihr alles mitbekommt, was sie gerade sich erzählt. Top. Oh? They appear to be feeling quite confident. Looks like our work will go smoothly. Ihr seid so welche Misses, holy shit. Es ist ja so ehrenlos. Also entweder sie hat es mitbekommen und es war ihr egal, oder sie war halt unfassbar ehrenlos gerade. Darf ich auch länger als 3 Meter mal gehen? Ich habe so einen coolen Charakter, der jetzt skaten kann. Wait. The phlogiston here is a bit odd. Let me see. Paimon sees a small shape here. Neuer Rekord, ja, irgendwie schon. Some sort of symbol? This is a Naja, sie war distress signal for the semi-ruhig, sie hat masters of the trotzdem im night Kopf wind. gesprochen. Only someone from our tribe would recognize it. So Auroron was indeed being threatened. We've got to find him. Leaving such a subtle mark implies that he was. Ja komm, lass mich fighten. Ich will unbedingt mal meine We can Unit just charge in and ausprobieren fight them und to the einfach Zombies. death.
Nicht, dass die krass ist, weil sie hat noch nicht wirklich hohe Level. What if my darling und allem, grandson is aber also there? I can't have him caught in the crossfire. No, I've got to be careful. Otherwise he'd get hit as well. How annoying. No, I've got to stay calm. Jungs, Holger, so sucht ihr eigentlich für diesen neuen Style. Ich check schon, dass sie mit ihren Gedanken gerade zu tun hat. Darf ich laufen? Darf ich benutzen meine Ability? Ja. Fuck. There are traces of people staying here too. Okay. Wait a second. Cool. The phlogiston around here is jumbled up. I can also smell a mix of elements in the air. Pyro, electro, and some other elements as well. Kenichi told us that you were super amazing. No wonder you can sense so many more. It's about time that little brat said something nice about me. There are signs of a struggle here. Judging from what's left on the scene, there must have been a fight. But after that, the factions seem to have gone their separate ways. Both the phlogiston and the elemental traces in the air support that. Do you still remember the little mark we found before? Paimon's thinking, what if Auroron wanted to leave another distress signal, but was caught by the Fatui? Given there are 2 signals leading from here, we should split up as well. Ja, I'll gut, take dann this tschüss. direction, and leave the other one. Ja, bye bye. Auroron, what the heck were you doing? It's one thing to trouble me, but now I had to bring other people into this as well. And off she goes. Traveler, did you hear all of that as well? Leute, also wirklich, Paimon, also, das ist ja bodenlos. Digga, wie kann man denn so ehrenlos sein und die ganze Zeit zuhören bei jemandem, der mit seinen Gedanken in seinen Gedanken ist und nicht erwähnen, dass da was ist? Once Seatlolly left, that voice went away as well. Paimon even tried calling her name inside Paimon's head, but there was no response. So you were thinking the same thing. Paimon also thought that if we could hear what she was thinking, then she could probably also hear what we were thinking in our heads. Dann könnt ihr euren coolen Mund benutzen, der euch gegeben wurde, und sie einfach mal fragen, was da los ist. Aber nee, wir belauschen sie lieber die ganze Zeit wie irgendwelche Creeps. Richtig cool. She did say that she was quite adept at this spell, and it doesn't sound like she's had any trouble with it in the past. Huh, maybe we're a special case and can hear her thoughts. If you think about it, she's really got a Warum lively besprechen wir inner das world. jetzt alles? Ihr hättet doch einfach mal irgendwas erwähnen können. Also wirklich, ihr seid ja so ehrenlos. Das ist ja so krass. Paimon sees some traces here. Let's follow them and see if we can find anything up ahead. Did you find something? Huh. So we can't tell where Auroron might have gone. That's weird. The phlogiston trail suddenly stops. We can't make anything of these footprints either. But he can't have just evaporated into thin air, right? Naja, doch schon. So, Oh. you can hear the sounds of the wind from beneath the earth. Hallo? Ja.
Ich dachte ganz kurz Risley. I'm very sorry, but please do not move. I have no desire to hurt you. Alles gut. I apologize that our first meeting has to take place like this. It's just that you're much like one of those animals with ears that perk up as soon as it senses danger in their environment. And given your combat proficiency, I would not have been able to gain an advantage over you if you were anywhere else in the world. However, you're now in the Night Kingdom, a familiar domain to the masters of the Night Wind. Hello, traveler. I'm Auroron, Digga. the one you've been searching for. Sieht so verfickt cool aus. Ihr wollt mir wirklich erzählen, das ist ein Forster? Ihr wollt mir erzählen, das ist ein Forster? Ah, the Fatui's custody. I see. So even Granny has told you that I was coerced by the Fatui. I'm afraid you've been brought here by a lie. Like a false omen in the lingering... My friend and I only left those traces to lure you here. Deceiving you was never our true intent, however. It was simply the fastest and most feasible way for us to set up a meeting. Greetings, traveler from afar. Direktes Face-to-Face? Be careful with this traveler. His soul is temporarily restrained by us, and it appears to have become more fragile in the process. It's taking all my concentration to hold on to him. It was I who tasked Auroron with leaving the traces to lead you here, and I who used the Master's ritual to bring your soul to the Night Kingdom. I've heard much about you from the past encounters you've had with my colleagues. Given the present situation in Natlan, I would like to sincerely request a formal meeting with you, in person. Natürlich! I will use the opportunity to explain my goals and motivations to you, as well as why I mistrust Malwika, the Pyro Archon. I believe there is little reason for you to blindly follow her plan. If you would like to hear our intel, then find us to the east of the stadium. But remember, not a word of this to anyone. I would like to avoid any further conflict. Das Problem ist, Paimon wird's erfahren. You will see me again once you return to reality. No matter what I say, please, help me keep this a secret. This is all to avoid dragging Granny into this conflict. Okay. Hey, why are you sitting on the ground? Are you okay? See, Lolly! He froze for a moment and then just collapsed to the ground! Could it have been those leftover remnants from the Night Kingdom? Do you have any itches or pain anywhere? Don't worry. We can take a short break. Sorry, I know I asked for your help. But had I known you were feeling unwell, I wouldn't have taken you on this trip with me. If you're feeling sick, you should just say so. See, Lolly should be able to, exorcise any ghosts or weird stuff that you picked up in the Night Kingdom. A seasoned traveler must know the importance of not pushing yourself beyond your limit. If you need anything from me, just say the word. In any case, let's take a bit more time to rest now. Ja, chillt ja einfach, Leute. Ich will zum Captain. Das war gerade verfickt cool. Das war unfassbar cool. Das war so cool. Need to be more careful next time. Feeling better yet, traveler? All right, let's get ready.
I followed my phlogiston trail earlier to a stronghold guarded by soldiers. I have a feeling that Auroron is probably being held inside. Oh, so it's close by. Then let's head over ich sehe auch jetzt gerade, warum hat mein Bot Nachrichten von dir gelöscht? What the fuck? What the well, fuck? I recruited you to be my helper, which means we're in this together. Like the wind and the clouds. We either move as one or not at all. But if you want to make it up to me, then just be sure to fight extra hard when the time comes. Wo muss ich hin? Da hinten. Welche Großbuchstaben nutze? Ah. Oh no, ja, hat mein Bot auch gesagt, keine Ahnung. Bring it. Look over there. Huh? Paimon thinks she sees someone in the middle of the camp. That's Auroron. So he really was taken by the Fatui. All right, we'll take the lead. Hey, quit daydreaming. Don't you have work to do? I cannot see the sun. Without the sun, I cannot see the truth. You are currently blocking the light, so I must beseech you to move aside. Huh? Okay, Mr. Philosopher. That's enough mumbo-jumbo. Wow. Lass mich fighten. See, Lolly's struggling to control. Are you ready? Yeah. On my count. Ja. Still trying to resist? You've got no idea who you're up against. Busted. All right. So, jetzt habe ich den Liedplan da drunter, was heißt, ich kann switchen. Und darf meine scheiße Ability nicht nutzen. Und ich sehe jetzt schon, okay, ich brauche unbedingt Zhongli, sonst ist das schier unmöglich mit ihr zu spielen. Dicker, ich bin ja so gut wie tot. Wir müssen wechseln, das geht gar nicht. Gotcha. All right. Witness my rise. Mein Gott, ich kann nicht hier, Leute. Adventure time. Everybody stand back. Things are about to get dicey. Quietly now. Letting brave names echo. Zieh mich jetzt sofort in diese Quest rein. Granny. Paimon knows she's called Granny Eats to Lead, but it's still kind of weird hearing someone actually call her Granny. And greetings to you too, Gramps. What did you just call it? Gramps? Is that not right? You're Granny's friend, are you not? You seem to be approximately the same age as her, so I figured you've got to be Gramps. How many times have I told you? It doesn't work like that. There are a lot of people who look about the same age as me. You can't go around calling everyone Gramps or Granny. Oh, wait. He's not a child, is he? Don't tell Paimon he's one of those people who look like an adult but are actually only 8 or 9 years old. Oh, your words have pierced my heart like a thorned vine. Given how hard those thorns are to remove, I may just need to find a pair of tweezers. Why are you so upset? You can just say yes or no. Of course I'm not a child. It's just Okay. Granny always taught me to show gratitude where it's due. And since the Masters of the Night Wind raised me collectively,
I basically see also wir everyone müssen, above a weiß certain nicht, Chat, age as an elder I was should ist look der up to. bessere Play? Soll ich Bennett austauschen? Also halt, auf jeden Fall will ich halt Arlecchino haben und Zhongli. Und halt die neue. Wer ist besser als vierter Slot beim Team? Yellen oder Bennett? Wer wäre besser? Exactly. But if you keep that up, then everyone's going to be your senior. And do you think saying all of this is gonna save you from a scolding, Auroron? Haven't I told you 100 times since you were a kid? Heed the 3 warnings. Be wary of beasts prowling around, scammers looking for their next victim, and strange people who appear out of nowhere. Oh, so you do remember, and you just chose to ignore them. I always knew that living on your own was going to get you into trouble sooner or later. But getting kidnapped? That really takes the cake. You won't always be able to rely on other people coming to your rescue, you know. You're just lucky we got here when we did. Or we might be launching another search and rescue operation to find out where they put your severed head. I'm sorry, Granny. I'll be more careful next time. Next time? Oh, good one. You think there'll be a next time after this? Not a chance. They didn't hurt you, did they? No, they just asked me a lot of questions about Natlan's terrain and made me draw a map of the ley line distribution. Okay, now answer me honestly. Were you the one who helped the captain escape after his battle with the Pyro Archon? Wo kommt die Frage her? Yes. Oh. So why did you do it? Because they said they would need my help from there on out. They also said that if I refused, they'd just come to you, Granny, and they'd already figured out a way to make you do their bidding. Hey! I'm no ordinary Granny! Would they really dare to come after me? And you! Did the gods give you a brain just for you to not use it? Did you really believe everything they said at face value? And not stop to think? Das eine, was sie gerade gesagt hat, habe ich das Gefühl, das sage ich ständig bei meinen Overwatch-Teammates in fucking Rank, Digga, wirklich. Wurde euch das Gehirn gegeben, um es dann nicht zu benutzen, ist ja so ein geiler Satz. Thankfully, the Pyro Archon only asked that we find the mysterious individual from the Masters of the Night Wind, and didn't slap your name on a wanted poster. Don't think for a second that she doesn't know what's happening. Even if the truth that you see will soon manifest into reality, there is still no need to preemptively panic. Have you forgotten the words that I've taught you? I'm sorry. Ugh, forget it. I'm sorry. Da fehlt legit nur noch... We can Hier, submit Chat, the details of this wenn camp sagt, and I'm the sorry, defeated Fatui as fehlt evidence legit of your innocence. Let's clean nur this noch der place up and Smiley. get back to the city. Auroron, you better remember this lesson well and Am seriously Ende seiner reflect on your Message. Das ist, actions. was noch fehlt. Also, once we return to the city, come to the speaker's chamber with me. I'll need you to explain everything. Sounds good. Should I bring some of my homegrown vegetables as well? Your vegetables? Yes. I grow a lot of fresh Yes. produce in my garden. I hope the Pyro Archon won't be too picky about the selection. Now's not the time to be thinking about that. If you do come face to face with the Pyro Archon... Recite the 3 warnings. Huh? No! You should emphasize that you were not in cahoots with the Fatui! How exactly did the Masters raise this guy? Oh. Ist crazy zu sehen, wie er sich umstellen kann. Okay, hier, so, Chat. Also. Wir brauchen auf jeden Fall Zhongli, sonst machen die mich platt. Was ist jetzt in dem Team hier besser? Soll ich Bennett drin lassen oder denkt ihr, dass das Yellen besser ist? I'm sorry.
Weil das Team wäre Mono Pyro, das würde auch schon hardcore. Dann hätte ich Heal, Attack Buff, Heal, Resistant Shred Shield. Dann packen wir hier rein. Weil dann nutzen wir das Team so. Weil ich brauche Zhongli. Sonst bin ich gearscht. Aber wie funktioniert das dann mit ihren 3 Doritos da, mit den 3 Dreiecken? Wobei, das kann sich sowieso nicht stapeln, dann ist eigentlich egal. Na gut, dann sollte das so passen. Weil ich brauche ein Schild dringend, weil meine Arlecchino sich halt nicht healen lassen kann durch, naja, Healer. Das heißt, ich werde, und weil meine Enemies so hohes Level sind, werde ich einfach die ganze Zeit kaputt geschlagen. Und ich habe ja nicht jederzeit meine Ult, deswegen ich brauch schon, nee. I see. So Auroron came to the captain's rescue because he promised to help him in exchange for Citlali's safety. That's right. I'm sorry. Now that you know Auroron was only trying to protect another member of his tribe, could I ask you to petition the Pyro Archon for her forgiveness? We'll give her a full report. We'll let you know once she's reached a decision. Will I need to stay here? Technically, yes. But if Miss Citlali is willing to serve as your guarantor, ja, I know. Sure. Ich war nur verwirrt, weil ganz viele Leute, wenn sie mit ihr gespielt haben, 2 von einem Element nutzen, aber in der Skill-Beschreibung steht ja, dass die Resistant Shreds sich nicht stacken. Also nicht, sie kann nicht 3-mal Pyro haben. I understand. Thank you. And thank you too, Granny. Well, at least you won't need to hide your face anymore. Ich glaube, ich hätte nur, weil ich sie jetzt mit Bennett so gesehen ersetzt habe, ob meine 24% Resistant Shred besser sind als die irgendwie 1000 Attack, die Bennett bei mir gibt. Oh, thank you. You scratch my back, I scratch yours. It's as good as done. You can just go twiddle your thumbs or something while you wait for the good news. Yeah. Come with me, Auroron. We've got to find you a place to stay for the night. Es gibt was anderes, womit ich spielen könnte in der Zeit. Und zwar mit meinem neuen Charakter. Und nicht an das, was ihr gedacht habt. Das Bennett Arlecchino ist hauptsächlich gut für C2. Ach so, ja gut. We're finally done. Alright, it's time to find some grub. Huh? What is it, traveler? What? That captain? Digga, Paimon, shut up. Sorry. Paimon just didn't see that coming. So you really saw him in the Night Kingdom? Oh, that Auroron. What is he up to? He sounded earnest enough just now. Paimon would have never guessed anything was happening. All that stuff about protecting Citlali and being forced to help the Fatui, when he's actually been a willing accomplice all along. Yeah, you're right. Still, Paimon appreciates you telling her about this. Paimon will support your choice no matter what, so if you want to go, we can go together. We still have another whole day before the meeting, so we'll just meet with them when the time comes. Als ob wir Nein sagen. Was macht eigentlich SC2? Digga! Das Gameplay sieht cool aus. Ich selbst ist unfassbar hässlich. Da seid ihr nur die Hater. Ich bin euch ehrlich, ich mag das Design eigentlich.
Weil ich bin, glaube ich, einer der einzigen. Digga. Wie fucking broken ist eigentlich das hier? 45% Angriff-Erhöhung. Geoschaden wird um 50% erhöht. Digga, Max Leben um 45%. Erhöht Crit Damage um 60%. Halt, what the fuck? Ihr C2 ist fucking cracked. Oh! Und außerdem den Aktivieren der Unterbrechung. Oh! C1 ist auch gar nicht so bad. Oh, C2 ist crazy. Das Elektro-Ding ist zwar ziemlich useless, würde ich sagen, aber. Ah, das ist insane. Warte bis 20 Uhr. Ich will actually mal ganz kurz. Okay, wir schaffen die Story wahrscheinlich sowieso heute nicht fertig zu machen. Wir müssen wahrscheinlich so die letzte halbe Stunde oder so dann morgen machen. Also ich gehe jetzt noch nicht auf, keine Angst. Wir sind jetzt mindestens noch eine halbe Stunde hier oder so. Wir machen noch weiter. Ich will nur ganz kurz auch mal die Leaks sehen. Gib mir eine Sekunde. Okay, hier ist es nicht. Gibt's Gameplay oder gibt's hier nur eine Beschreibung? Ah, hier ist Gameplay. What the fuck? Animation, ja, juckt. Das ist ein Bow-User? Oh Gott. Digga, what the fuck ist das für ein Skill? Digga, was zum Geier? Ja, okay, chill. Okay, die Ult darf ich nicht. Ja, wollte gerade sagen, Digga, warum habe ich denn überhaupt noch Wanderer? Digga, Digga, wofür habe ich denn überhaupt noch Wanderer oder wofür habe ich gerade sie gepullt? Halt, holy shit! Ich meine, ich habe immer noch keine Ahnung, was sie tut. Sie sieht irgendwie trotzdem ziemlich... Ich weiß nicht, sie sieht irgendwie nicht so krank stark aus. Sieht aus wie einfach nur ein DPS, der halt einen großen Burst-Waffen damit Schaden macht. Also die Ult zumindest. Sah nach einem Schuss aus. Aber what the fuck? Das Ding ist halt, ich muss dann richtig aufpassen, weil ich denke mal, ich weiß halt nicht, ob sie broken oder stark sein wird. Aber ich muss halt chillen. Ich darf sie nicht nur wegen dem Gameplay pullen. Auch wenn das verfickt cool ist. Komm, haben wir es? Kriegen wir ihn? Sehen wir ihn?
Captain? Weird. Paimon doesn't see anyone. Oh. Yo. What was that? Good evening. Nice to see you again. It's you. You shouldn't pop up from behind people like that. What are you, a ghost? I'm terribly sorry. It's just a force of habit. And what's with you apologizing all the time? You sound so polite and honest, but you're actually doing shady stuff behind people's backs. You're right. Granny tells me that too. Huh. Come to think of it, you remind me of her. Sometimes you two sound really similar, you know. Oh, so you're gonna call Paimon Granny too now? Well, I could. Stimmt eigentlich. Paimon, wer bist denn du? Sag mal kurz an. Erklär mir, warum du nicht eine Granny sein bist. Sag mal so, einfach nur so mal grob, wie alt du bist. It's all clear. Over to you. Oder ob da The fact that you showed up proves that I was right about your character. Oder Paimon, ob da vielleicht so irgendwelche Zeitsachen im Spiel sind, dass du jedes Mal wieder jünger wirst. Oh mein Gott, warte mal, ich muss kurz mal chillen. Yet, there's been a lot of talk about you. Child told me that you're passionate about the unknown and willing to take risks. Rather than facing you as an enemy, I would much prefer to bring you to my side. If we allow the current state of things to continue, we will inevitably clash, and that's a scenario that I'd very much like to avoid. I've long heard of your exploits across the nations. Though you have crossed swords with my colleagues many times, I know that you are by no means an unreasonable person. Okay. Digga, mein Fatui, der nicht komplett auf den Kopf gefallen ist. And once you've learned the truth that the Pyro Archon Malwika would never willingly share with you, you may just find it in your heart to consider my proposal. I assume you've already been informed of the Pyro Archon's plan. In order to defeat the Abyss and save Natlan, she still needs 2 more heroes to appear. Wait, how did you know that? Never mind. Guess that's not important now. I've long kept a close eye on her plan. To be frank, it's an exceedingly risky plan. Will the heroes really appear? And even if they come to her, will their power be enough to drive the Abyss back? If any part of the plan goes awry, all of Natlan, even all of Tevat, will pay for her mistakes. Ja, da musst du aber, glaube ich, nicht rumzweifeln. So, wir haben so eine Fontaine-Region gehabt. Da war der Plan auch, sage ich mal, super scheiße risky. Und wenn der nicht funktioniert hätte, wäre es komplett over gewesen. Now, you may have been led to believe that this is the only plan available to her. But what if I told you she's had another emergency plan all along, the details of which she has chosen to keep hidden from you? Oh. An emergency plan? Yes. A way to keep Natlan intact, even if her original plan fails. But given the painful cost of its execution, she has chosen to keep it as a mere backup plan. Whether this stems from hesitation, fear, or even naivete, I cannot say. But Natlan cannot afford to wait until she comes to her senses. My fear is that given the enormity of the decision, she will be reluctant to confront the dire reality we face until it is too late. There will be no time left to execute the backup plan. And we have to make the decision for her, here and now. Yeah, do you have any evidence for all this? Just telling us a bunch of scary stuff isn't enough, you know. Besides, wasn't it you who tried to seize the Gnosis for the Tsaritsa plan? True. I knew you'd be clever enough to see. That's right. I did not seek the Gnosis for the Tsaritsa. Oh. Since I was defeated in battle, I must put to rest my thoughts about the Gnosis. But even so, my desire to save Natlan remains unchanged. Aber erzähl mir warum. Kommst du von hier? Warum juckt dich das so? And now,
I have found a new way to solve the crisis. We can implement it immediately if we Weil reach an Arlecchino agreement. hatte ja einen Grund, um zu helfen. Someone's here. Huh? The captain disappeared! Oh. Something is rapidly approaching. Something? Bad news, chump. It's your granny. See, Lolly? When did you get here? I knew something was amiss after we were separated. Hidden ceremonial tools, an unconscious traveler. I must say, I'm very curious about what you're up to. How dare you go behind our backs like this, Auroron? Colluding with the Fatui? Really? Oh, here we go again. Cat got your tongue, huh? You really think you can avoid a scolding just by staying quiet? I'm not trying to avoid anything. Oh, and now you're talking back. Well, go on then. Explain. I'm sorry, Granny. I feel so guilty. You! That's it! Where are my tools? I swear if I don't teach you a lesson right here— wait, see, Lolly! Please, calm down. We, still learned a lot of info, didn't we? Like the fact that the captain isn't trying to seize the Gnosis anymore. Wow! Nee, Digga, Paimon, geile Info, geil, nee, awesome, cool. Epic, kann man jetzt aufhören zu spielen, ne? Digga, was zum Geier sollen wir mit der Information anfangen? Ja, cool. Jetzt will er halt eben nicht die Gnosis an sich reißen. Okay, und weiter? Du weißt doch trotzdem nicht, was er vorhat. So, maybe just save the scolding for later, okay? Listen well, Auroron. You're only getting out of this now because of the Traveler's plea. This isn't over. You hear me? Ach, Digga, das Behinderte ist halt, warum ist sie denn jetzt... Ich raff gar nicht aus. Warum ist sie denn jetzt aufgetaucht? Halt, oh mein Gott. Der Captain hat sowas von... Oh. You're right, Traveler. Mein Gott, wir hätten noch viel mehr Informationen bekommen können. We can discuss this more back in the city. You two keep an eye on Auroron for me. Ja, jetzt verpatzt dich. Bitte sag mir, der Captain spawnt jetzt gleich einfach wieder hinter uns. Digga, ich merke auch jetzt erst, wie anstrengend das ist, hier in Netland diese Energie mal zu bekommen, damit ich hier Abilities nutzen kann. In all my years, I've never had a child cause me so much grief. Do you seriously not see what's at stake here? You've got... Why did you help the captain? And I want the truth this time. No answer? Think you're being smart? Then let me ask a different question. What does the captain want? What is his purpose in Natlan? Really? You're just going to stonewall me? Stonewalled, easy. Just use your brain for a second. What do you possibly stand to gain by helping the captain? Only endless trouble awaits you and everyone in the tribe. You've always been a good kid. Why would you throw that all away now? If you're worried about something, just talk to me. Granny would much rather we had a conversation instead of constantly clashing like this. Why is he staring? I'm sorry that you have to hear all this. You're very kind. Most people would have fled by now. Not everyone can handle Granny's scolding. Oh? You dare gossip between yourselves instead of listening to me? Sorry, Granny. Sorry, Granny. Sorry, Granny. You know what? Fine. I'm perfectly aware that everything I say goes in one ear and out the other. You're all grown up now, so why would you listen to an old hag like me? Wir werden sie nicht pullen. You say all the right things, but then you go and completely ignore me! Well, if that's how you're going to treat me,
You can stop sending Aoife over to my place to deliver your stupid vegetables! I don't need anything from— who's Aoife? That's irrelevant. The point is, he hangs out with this kid, so he must be no good. You kids get to a certain age and suddenly act like you know it all. There's nothing I can say. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist schön, diese Ruhe. Mein Gott, ist sie anstrengend. And we've long closed the book on that incident. Seems they've started talking about some kind of tribal history. That's not it, Granny. I know you tend to get down on yourself when you're upset, but I can tell I really hurt you this time. All I can say is I'm sorry. His voice. Auroron! Where have you gone? It sounds like he's somewhere super far away, but isn't he right here in front of us? Wait. I'm really sorry. It's up to all of us to do everything we can to save Natlan. So I've got to go. Bitte zeigt mir jemand sein Gameplay. Bitte zeigt mir jemand sein Gameplay. Oh! Haha? Wo? Ah, scheiße, es gibt nur die Idle Animation, es gibt noch kein Gameplay. Fuck. Oh, bitte hab irgendwas mit Teleportation und so Kram zu tun. Mein Gott, das könnte so cool sein. Get back here this instant! Auroron! What is this? Powder from plant spores? Is that the trick he used? What just happened? How was he able to suddenly get so far away like that? It's a trick of his. If you grind spores into a powder and spray it in the air, it can be manipulated to create an illusion. He pulled it off flawlessly. Illusions. Oh mein Gott. He must have put a lot of time into perfecting it. Don't tell me that's how he's been hunting in the fields these days. Oh mein Gott, das wäre so cool, Digga. Couldn't he have picked up something more useful? Illusions. So fucking... Oh mein Gott, wäre das cool. Little brat. Warum ist er ein Forster? Boyos. Warum habt ihr ihm so einen Forster gemacht? Ich hasse euch dafür. Weil dadurch, dass er ein Forster ist, weiß ich, er wird Shit sein. Er wird unfassbar Dogshit sein. Oder ein Support, dann könnte er gut sein. Wenn er ein DPS ist, dann wird er unfassbar Arsch sein. Oh, das könnte so ein geiler Feister sein. Whoa, that's a little extreme. But still, why does he feel like he needs to run from us? If his goal is also to protect Natlan, then can't we work together? I'm sorry for interrupting your conversation with them earlier. But even if you'd been able to hear them out, there's no guarantee you would have gained anything substantial. Ja, aber was wenn doch? Da ist der Captain. Ich glaube, die Nummer 1 war es von der Fatui. Dog. Hallo? Auroron probably did everything he could to get away because he knew I'd get the truth out of him sooner or later. Oh, that brat. I swear. We've got quite a long walk back to the city. Let's take our time. It'll get... Nein, ich will's nicht wissen. Erzähl's mir nicht. Sie erzählt's mir, oder? Kann ich hier irgendwie... Digga, es muss da was geben aus Natlan, was ich essen kann, um die Energy zu machen.
Energy. Also ich hielt erstmal voll die Typen hier. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie soll ich meine Energie hier wieder... Guck mal, was mache ich jetzt in so einer Situation, wo ich... Nein, du bist extrem alt. Ja, deswegen. Aber check, was genau macht man in so einer Situation? Ich stehe jetzt hier und ich möchte jetzt meine Ability nutzen. Nur Talente bis jetzt können das, na cool. Weil, guck mal, ich kann jetzt halt hier lang laufen. Jetzt, und das war's schon wieder. Also ist doch scheiße. Alright. Weil wenn ich irgendwo mitten im Offenen stehe, wo jetzt keine Möglichkeit ist, das aufzuladen, dann ist das so. Feeling hungry? How about we get something to eat? All right, it's been a while since we last ate. Now that we can relax, Paimon just realized how hungry she is. Then let's go. We can find somewhere to sit down and talk. Food and drinks are on me. Really? You're not gonna take her offer? That's right. See, Lolly has gotten a lot quieter since Aurora ran away. She seems to be having a hard time. He's right. We're seasoned adventurers, so we're more than capable of paying our own bill. Hey, come on now. You won't even let me take you out for some food and drinks? I just wanted to treat you to a meal. Are you sure? We can save you some Mora. Mora is the least of my concerns. Besides, we're definitely due a meal after all the time we've spent together. Let me get this one. I might be an old hag, but I like to think I'm not completely useless. Sure, that's fine with us, but... Don't worry. I'm sure a juicy grilled steak will work wonders. Alright. Es ist krasser, wie smooth sich das hier anfühlt. Ich fände es schön, wenn dieses Gate einfach permanent wäre. Halt, wenn Travel in dem Game einfach nicht ätzend wäre. Do you see two people standing by the door? They look like spitting images of each other. Are they twins? But Paimon only sees... Huh? How could that be? I guess my mind isn't as sharp as it used to be. Do you think she's drunk? Nö, Paimon, das ist... Nö. There you go, miss. Oh my, it's not every day you get to see Granny Itzley here with some friends. Not to mention ones who've made a huge name for themselves recently. Oh, so you've heard of us? Of course I have. Aren't you the ones who saved Kachina and brought her back? No wonder you hit it off with Granny Sitlali. She wouldn't spend time with just anybody, you know. I don't even remember the last time I saw her with a new friend. Wait, so you call her Granny too? Well, given our ages, it'd probably be more accurate for me to call her my great-great-granny. She's one of the most famous people at the Masters of the Nightwind. Huh? Gossiping about me right in front of my face now, are you, Chonka? Oh, please, Granny. I wouldn't dare. I'm just beyond happy to see you bring over some new friends. After all, any friends of our regulars are sure to be great customers too. All right, that's enough.
I'm sure the other customers would like to talk to you as well. There's no need to keep staring at me. I promise I'll keep my alcohol down until I leave. Seat Lally? Seat Lally? Who's that? You got some gall calling me by my first name. Let me guess. You want to test your... Are you still with us, Seat Lally? Nein, ist sie nicht. You chumps come around here, picking fights with me. Dicker Tschüss, You know what happens next. You lose, and then run off home to tell everyone about how I'm this big scary bully. It's always the same story. You brats start it, I finish it, and then I end up... I mean, come on. Monster? Me? Really? What did I do to deserve that? Granny Seat Lally, you're not a mon... Exactly! And while we're at it, I'm not some lazy slacker either. Between meditation, advising the chief, and speaking with the Wyab, I actually have a pretty packed schedule, you know! Oh yeah, and I have to mentor all the new kids! Hey, new kid! Yeah, you! Don't play dumb. Didn't I teach you how to find phlogiston? You see? I know my stuff. I'm a good teacher! You tell him! That's more like it. About dang time someone showed me a little respect. Yeah, Granny's a hard worker, all right. You can always rely on old Granny. Und deswegen bin ich lieber zu Hause, statt mit irgendwelchen Leuten unterwegs zu sein, die trinken. Denn Leute, die trinken, sind meist fucking annoying. Did she just fall asleep with her eyes open? Behind this pitch-black curtain, a chapter of hatred reveals itself. Behind the smoke, the lingering smoke. Ah, she's meditating again. She does this Nee, ich whenever glaube, sie she's ist had einfach a few kaputt too many gegangen. drinks. Her mind's actually racing at this point. It's quite the opposite of sleep. Is this another specialty of the Masters of the Nightwind? No, I'd say it's an ability that's unique to Citlali herself. While she can easily pick up everyone else's skills and tricks, few have been able to master hers. Warning, warning. Red, the color of danger, has now arisen within that pair of eyes. Huh? Traveler? Paimon? What's wrong? I'm gonna hurl. Let's go. Hang on, just keep it Digga, chill doch mal. Okay, it's passed. You had Paimon worried. Paimon really thought you were about to barf all over the table just now. How embarrassing. I'm sorry you had to see me like that. That's never happened before, I swear. I've never thrown up, not once. Are you feeling okay? Want to take a quick walk and get some fresh air? There's so much that I want to say, but... Why not? Of course you can. Just say what... Please, Paimon. It's not as simple as you think. We've only known each other for a few days, right? What would you think of me if I were to start dumping all of my complaints? Oh, Paimon gets it. You're hoping that we wouldn't think less of you no... No, that wasn't my point at all! Seriously, don't you youngsters know anything about shame? I'm talking about shame! I've lived all these years and still can't get rid of it! Surely, you know the feeling too? Actually, about that. Huh? Tell me what? Yeah, this... Wait, was passiert jetzt?
So, you heard... You heard... It's okay, Sweet Lolly. You had every right to complain about those things. Die machen es nur noch schlimmer. Die machen es nur noch schlimmer. Digga, erst sagt ihr gar nichts, als ihr ihre Gedanken hört. Und jetzt später erzählt ihr, dass sie alles gehört hat. Digga. Ha? I can't take it anymore! Why do these things... Hearing me mumble under my breath is one thing, but hearing what I mumble in my own head? It's just like when you're rolling on the floor in your pajamas, but you forget to lock the door, and someone bursts in to deliver cabbages and sees the whole thing! So that, It happens to people in general, okay? Doesn't matter if you're 200 years old or 1,000 years old. Everyone rolls around in their pajamas sometimes. I was just picking something generic. Take a walk with me. I have... Looks like she's completely given up. Like those criminals who just confess everything and accept their fate. Wo soll ich überhaupt hin? Wo geht's hier lang? Na, hier. All right. Ja, wo muss ich denn hin? Oh mein Gott, aber das ist halt geil, dass wir endlich Wallrunning bekommen haben, wie in wie in Wuthering Waves. Well, mit ihr. Great view, right? Dass ich einfach geradeaus laufen kann und kurz mal die Wand hochlaufen kann, ist so geil. Wow, it's beautiful. You're making me want to cry. Oh no, what do we do? Please don't cry. I was an expression, okay? A figure of speech. I'm just... embarrassed. Here you are thanking me. Even after you helped me all this time. Let's just have a casual conversation. It's easiest that way. Really? You don't seem like the kind of person who keeps things casual. Well, I guess I used to be more of a stickler for the rules. And you're right, I don't usually open up to the people of my tribe like this. I'm just an eccentric old hag to them. That story's been passed down so long. It might as well be true. But you're just a regular person. The kids of my tribe would have a heart attack if they heard you say that. Granny Eatsley is a powerful figure. Be careful around her. That's what they'd say. Well, you are powerful. Are they afraid of you? Some are. Others are mad I always come out on top. A few decades like that, and people stop knowing how to deal with you. What about you? Are you scared of me? We don't find you scary at all. Huh. That's because you're not from my tribe. You don't know how many delusions of grandeur I've destroyed just by existing. Nee, ich glaube, das liegt mehr daran, dass wir schon gegen Archons und Götter und allem Pipapo gefightet haben, so. I make people realize that und glaub mir, no matter how hard they work, they'll never become nachdem a living Arikino legend vor dir like steht und dir das Licht ausknipsen könnte und es dann nicht tut, ich glaube, danach hast du vor nichts erstmal mehr Angst. Oh, not to brag or anything. Maybe it's hard to believe. Just pretend I never said anything. We believe you. Shilonen has full faith in your abilities, and Auroran didn't seem scared of you. He thinks of you as his granny, right? Yes, but Auroran's a special case. Mawika already told you about her plan.
And you've given so much help to Auroron and me. You deserve to learn the full truth. Auroron's not like other people. As I mentioned, he was abandoned as a child. The reason being, his soul is incomplete. The Masters of the Nightwind view this as a bad omen, capable of bringing about illness and misfortune. Worüber reden wir gerade plötzlich, huh? Digga, sie labert irgendeine Sache, die mich nicht interessiert, und dann plötzlich kommt, is Soul is not complete? No one knows who his parents were. He was just left on a rock in the wilderness. It's a miracle he wasn't devoured by some wild beast. The Masters of the Nightwind believe they can see human souls. And in Auroron's incomplete soul, they saw a possibility for Natlan. A possibility to turn Auroron into a vessel for lost souls. The ceremony would allow lost souls to gather within him. Auroron would then be sent to the Night Kingdom to return the souls to their rightful place, strengthening the ley lines and completing the ceremony. Wait, that doesn't sound right. Now you see the problem. When damage occurs to the Night Kingdom, the souls held within disperse and remain adrift, unable to find a way back to the ley lines. This loss of souls damages the Night Kingdom even further. The ceremony can send back countless souls at once, which would benefit the Night Kingdom and the souls themselves. Of course, the vessel, Auroron, would be sacrificed in the process. I wasn't surprised the chief at the time came up with the plan. The ley lines were already in a terrible state. Ich verstehe immer noch nicht, warum er ein Forster ist. Candidate for the ceremony appears, and now you have the chance to make things better. Of course you're going to take it. When the chief asked for my opinion, I didn't give my approval, but I didn't object either. So they went ahead with the ceremony. It failed, and Auroron escaped with his life. Pathetic, isn't it? By not objecting, I basically gave them the go-ahead. Maybe they didn't have my explicit approval, but it's not like I did the right thing. If the ceremony was successful, Auroron would probably be dead. Of course, in my tribe, death is rarely something to fear. But what kind of message would we be sending by sentencing a newborn to death? By using a human life as a tool? It's not right. So, when I learned the ceremony had failed, I was ashamed by my inaction, and absolutely relieved by the result. The plan was never a secret. Or, I guess I should say, there was no point to keeping it a secret. A simple investigation from Auroron would reveal everything. Everyone thought he would be happy he survived. And he never really said anything to the contrary. But just as I was about to put all of it behind me, he asks this question. Would Natlan have been saved if the ceremony succeeded? Wait, but it's not his fault. He knows that, but he still feels guilty. Auroron has a strong ability to perceive souls, more than any of us. He understands just how dire the situation with ley lines has become. Maybe he chose to work with the Fatui because he still thinks he owes a debt to Natlan. I can only imagine what they told him. Traveler, didn't the captain say he found a way to solve the crisis? Maybe that's what brought Auroron into this. Anyway, we can't just let things go on like this. We have to convince him to come back! I mean, vielleicht, wenn wir ganz fest dran glauben und beten, wird er vielleicht ein Forster, der actually nicht Dogshit ist. Das wäre crazy. Mir ihn trotzdem scheiße, weil dann müssen wir den Forster bekommen, aber... I mean, ich bin euch ehrlich. Wenn er ein verfickt cooler Forster ist, dann I guess werde ich ihn bilden. Weil
Ihn an sich finde ich cool. Ich mag sein Design wirklich sehr. Und seine Story klingt auch awesome. Jetzt fehlt nur noch, dass er in seinem Kit irgendwie auch Phantome oder so Abbilder von sich projizieren kann und dann da irgendwie sich hin und her tippen kann oder sowas. Wäre verfickt cool. You've helped me so much already. Hey, we're friends, aren't we? Besides, you already said you owe us a favor, so you don't need to worry about us. Good point. Well, I'll go home and get some sleep. We can figure out our next move in the morning. Friends. I like the sound of that. Auroran's probably back with the captain, don't you think? You mean about the backup plan? Do you really believe what the captain told us? Yeah, you're right. We should just go to her directly. But she's probably asleep. We can find her first thing in the morning. For now, let's... go to bed. Okay, machen wir erstmal das. Outside. I would still have it sleep. Well... Alright. Alright. Wo ist das genau? Das ist hier. So, ich sage euch jetzt so, wie es ist. Wir müssen erstmal einen Schlussstrich ziehen. Wir müssen hier erstmal aufhören. Das Kid von Aurora nicht wirklich verstanden. Digga, ja, halt, Digga, ein Kid überhaupt in Netland zu verstehen, ist schon schwierig, halt. Was ist das? Was ist das hier? Hallo? In Netland brauche ich sowas von Gameplay. Aber ja. Ich würde sagen, für jetzt ist erstmal Schlussi. Weil also soweit ich weiß, der Akt, den wir jetzt gerade spielen, geht noch eine ungefähre Stunde plus minus. Aber ich habe jetzt keine Zeit mehr. Weil hier kommt gleich jemand. Also basically ist gleich Besuch. Und das ist halt laut. Dabei kann ich nicht streamen. Es nervt. Weshalb ich sagen würde, wir machen hier erstmal Schluss. Ich bin ziemlich wahrscheinlich morgen dann wieder live. Ich will morgen dann eigentlich den Akt beenden und den anderen Akt auch direkt durchziehen. Der andere Akt geht auch ungefähr so 3 Stunden. Das heißt, die Story geht ungefähr noch so 4 Stunden roundabout. Was heißt, ich werde versuchen, um so 2 Uhr, um so 14 Uhr live zu gehen. Damit wir noch kurz so ein bisschen farmen können für sie hier. Ein bisschen farmen können. Einzelne Sachen machen können und dann direkt anfangen können mit der Story, um die durchzuziehen. Soweit ist die Story zum Glück nicht so ätzend wie die ersten 2 Akte. Stand jetzt. Es ist nervig, dass die 2 Charakter, dass die 2 Voice Actor da gestreikt haben. Das ist ein bisschen neu. Aber ansonsten fand ich es bisher eigentlich ganz okay und auch ziemlich interessant. Ich bin gespannt, wie es noch wird.
Aber ja, wir waren auch ziemlich lucky heute mit unserem Puls. Wir haben legit ein Tempo gebraucht. Ich habe fast auch 100 Pulse übrig, die ich machen kann. Das heißt, ich bin auf jeden Fall fürs nächste Update gewappnet, wenn da was Cooles kommt. Aber, ja. Für jetzt würde ich sagen, ist erstmal Schluss. Für jetzt würde ich sagen, ist erstmal Schluss. Ich habe noch das Video, was ich fertig bearbeiten muss und alles. Deswegen, wir werden uns dann wahrscheinlich morgen wiedersehen. Wir werden uns ziemlich wahrscheinlich dann morgen wiedersehen. Deswegen, bis dahin würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal schon mal von YouTube, weil ich mache den YouTube-Stream zuerst aus. Deswegen schon mal an die YouTube-Zuschauer. Schön, dass ihr hier wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Morgen ziehen wir den Rest durch, deswegen morgen seid da. Ich werde versuchen, um 14 Uhr live zu gehen dann. Wir werden den Rest durchziehen, wir machen den Akt fertig und wir ziehen dann den anderen Akt komplett durch. Ich bin gespannt, ich hoffe, es wird noch richtig geil. Ich habe auf jeden Fall schon ein, zwei kleine Bilder leider gesehen, deswegen ich glaube, es wird ziemlich geil. Ich will mich nicht spoilern lassen, deswegen versuche ich nichts zu sehen, aber ich glaube, es wird noch richtig geil. Ich hoffe es. Und ja. Dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns morgen alle wieder. An YouTube-Zuschauer, ne? Erstmal schon mal haut rein. Habt noch einen schönen Tag, bis morgen und ciao, ciao, bye, bye, bye. Tschüss, YouTube.